Welche Episode sind wir, damit ich nicht den Mischa mache? Episode 11. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Pixel Buddies Podcast, Episode 11. Wir haben ein paar spannende News mitgebracht. Im Moment merkt man, es ist das Sommerloch. Nichtsdestotrotz sind wir am Start, um euch ein bisschen up-to-date zu halten und auch zu erzählen, was gibt's denn so bei uns gerade aktuell an Projekten. Und wir sind heute in einer kleineren Mannschaft am Start, nämlich nur der liebe Dennis und ich. Ja, moin. Schön, dich zu sehen. Ja, ebenfalls. Ja, das Sommerloch ist auch bei uns, glaube ich, ein bisschen aktiv. Ja, Urlaubszeit und muss irgendwie überbrückt werden. Aber wir sind ja genug Leute und können das handeln. Das ist der Vorteil dabei, genau. Und wir fangen mal direkt an mit einer tatsächlich großen News, die jetzt aufkam. Und zwar, das haben viele von euch bestimmt mitbekommen, allein schon, weil es schon direkte Auswirkungen gab, aufgrund von Visa und ich glaube noch einer anderen großen Bank in Amerika werden Not Safe for Work Content Spiele aus Steam und itch.io rausgelöscht. Und der Hintergrund davon ist, dass es eine australische Vereinigung gibt, die gesagt hat, ah ja, das ist ja alles böse, bla bla bla. Und die haben jetzt Druck gemacht und gesagt, hier, ne, das geht so nicht. Es kann ja nicht sein, dass entblößte Brüste in Videospielen gezeigt werden. Um es mal so ganz simpel zu sagen, das ist ganz, ganz schlimm. Tatsächlich hat vor allem Visa darauf gehört und hat jetzt gesagt, Leute, nimmt diese Sachen aus euren Stores oder ihr könnt uns nicht mehr als Zahlungsdienstleister nutzen. Und das ist halt hart, weil Visa ist extrem groß. Das sollte man wirklich nicht unterschätzen. Und itch.io und Steam sind dem entsprechend nachgekommen. Und ja, das ist, ich persönlich finde es ziemlich heftig, aber Dennis, mich würde erstmal interessieren, was deine Meinung dazu? Meine Meinung ist auch, dass ich das ziemlich krass finde. Vor allen Dingen, dass diese Zahlungsanbieter, also andere Kreditkartenanbieter, das Mastercard hauptsächlich, da so eine Macht drüber haben, zu sagen, wir kündigen den Service oder wir behalten uns vor, den Service nicht anzubieten, je nachdem, was du damit kaufst. Und es geht halt hauptsächlich jetzt erstmal um Spiele mit sexuellen Inhalten, auch teilweise fragwürdigen sexuellen Inhalten, das ist schon richtig, aber nichtsdestotrotz finde ich das irre, dass die quasi die Macht haben, da einfach den Service zurückzuziehen und zu sagen, quasi bestimmen können, zensieren können, was ich als Endkunde kaufe. Das wundert mich auch, also ich bin aus allen Wolken gefallen, dass das überhaupt machbar ist. Und was mich auch wundert, ich habe jetzt relativ viel amerikanischen Content dazu konsumiert und gehört, dass da nie diskutiert wurde, warum haben die überhaupt die Fähigkeit oder das Recht, das zu widerrufen. Das wird da überhaupt nicht diskutiert. Das ist für die halt, ja, okay. Aber die diskutieren natürlich auch das Problem und was ich halt krass finde, ich meine, Steam bleibt wahrscheinlich auch im Endeffekt nicht viel anderes übrig, als zu kuschen und jetzt die Spiele quasi runterzunehmen, weil wenn Steam Mastercard und Visa als Zahlungsanbieter verlieren würden, dann wäre halt Feierabend. Ich glaube, die brauchen diese Zahlungsanbieter natürlich, weil damit wahrscheinlich zu 80-90% gezahlt wird. Ja, ist ein dicker Hund. Und was ich, glaube ich, wichtig finde, ist, dass man hier sagt, dass das auch wahrscheinlich erst der Anfang ist oder so ein bisschen der Vorbote von dem, was noch kommen könnte. Anstoß war ja eigentlich die Sorge um die Kinder quasi, also dass das quasi sexuelle Inhalte sind, ab 18 Spiele. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn diese Zahlungsanbieter quasi dieses Recht haben, das zu zensieren und zu bestimmen, wo ziehen die halt den Schlussstrich. Und da geht die Diskussion halt jetzt weiter, wird dann irgendwann ein GTA, weil es auch Prostituierte gibt und Gewalt auch irgendwann nicht mehr mit Visa und Mastercard kaufbar sein und wo führt das alles hin? Ja, also ich muss tatsächlich sagen, ich finde hier tatsächlich die Zahlungsdienstleister nur sekundär in der Schuld, weil man muss das ja auch sehen, in Amerika ist es tatsächlich so, dass die verklagt werden können dafür, wenn über sie
illegale Inhalte, in welcher Form auch immer, gekauft werden. Da gab es ja einen großen Fall von ähm, Pornografie von Minderjährigen auf einer Webseite, wo man tatsächlich mit Visa zahlen konnte und Visa wurde dafür verklagt. Das heißt, also hier ist weniger, glaube ich, Visa, die einfach sagen, wir zensieren jetzt aus eigenem Willen heraus, sondern sie kuschen, wie du es gesagt hast, weil da die Sorge ist, dass sie selber darunter leiden, wenn sie es weiter zulassen. Was hier halt extrem schwierig ist, eben, wo ist die Grenze und wird das auch als Zensurmittel einfach von den USA dann genutzt, weil ja, mit Trump an der Macht spinnen die ja sowieso alle ein bisschen rum und wenn Trump mal wieder nach Russland guckt und sagt, ach, was der Putin macht zum Beispiel, ist ja eine gute Idee. Ich sage nur, Sims ist in Russland verboten, weil da ja die Kinder gefährdet werden, weil man ja homosexuelle Beziehungen eingehen kann in diesem Spiel. Das ist die Begründung, warum Sims verboten ist in Ja. Russland. Und das sind halt Sachen, die ich mir gerade in der extrem konservativen Führung oder das, was halt Trump da macht, ich weiß gar nicht, ob man es konservativ nennen kann, ähm, dass das da auch Mittel sind, um zu zensieren unter dem Deckmantel von Kinderschutz und auch unter dem Deckmantel, der Markt reguliert sich ja von alleine. Ja, Ja. weil es wird ja nicht direkt verboten, nur man Ja, wir machen das spielt hier halt nur damit. im besten Sinne. Ja. Ja, und sie verbieten ja auch im Endeffekt das ja. Ja gut, wenn sie sagen, sie verbieten es, aber zumindest in Europa wäre dann der Fall, wenn es bei uns nicht verboten ist, werden wir trotzdem die Auswirkungen haben, obwohl es bei uns nicht verboten ist, einfach weil die Zahlungsdienstleister dazu gezwungen werden. Weil ich glaube, Visa würde das nicht oder Mastercard würde das nicht von alleine machen, weil das ist ja auch Geld, was denen flöten geht. Ja. Das ist Ja, ist auf jeden Fall eine krasse Zwickmühle und ja, wie gesagt, es ist jetzt halt spannend zu sehen, wo hört es auf und wir haben jetzt halt auch den Fall, dass schon weitergedacht wird. Hatten jetzt noch eine News, dass auch das nächste Grand Theft Auto, habe ich schon gesagt, oder Duke Nukem, Saints Row, das steht jetzt halt alles so in der Frage, alles was so ein bisschen edgy ist und sich ein bisschen aus dem Fenster lehnt, ja, wo dann schlussendlich die Linie gezogen wird und wie weit das noch führt. ja, und halt vor allem, was für Auswirkungen das auch einfach außerhalb von Amerika hat. Ja, genau. Es ist halt auch die Frage, ich meine, man könnte als Europa darauf antworten, wenn man einen europäischen Dienst für Kreditkartenzahlungen oder was weiß ich mal anbieten würde und groß aufbauen würde, weil das ist halt wieder einfach eine Abhängigkeit, in der wir sind von Ja. Amerika, was sich jetzt auch gerade wieder zeigt. Also das ist Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, also wenn ich wollte das mal recherchieren, ich habe es jetzt noch nicht, wie das im deutschen Recht ist, wenn ich jetzt mit meiner ganz normalen, blöd gesagt, mit meiner Sparkassen-Bankverbindung bezahle, ob meine Bank auch dafür haftbar ist. Im schlimmsten Fall, wie du jetzt sagtest, in den USA ist es der Fall, dass die Kreditkartenbetreiber dann im schlimmsten Fall dafür verklagt werden für die Inhalte, die mit ihrer Dienstleistung gekauft wurde. Ich weiß nicht, wie die rechtliche Lage in Deutschland ist. Also das wäre mir zumindest neu, aber ich bin kein Experte, also das ist eine gute Frage. Müsste man mal recherchieren. Aber das ist halt, ja, das ist schon irre, was da abgeht und wie gesagt, große Auswirkungen. Es ist sowieso interessant, wie sich das allgemein die Politik dann auf Videospiele auswirken wird, weil wie gesagt, es geht ja darum, dass gesagt wird, das ist jetzt illegal und deswegen dürft ihr es nicht machen, aber dann zum Beispiel GTA 6, das ist ja nicht nur ein Risiko im Sinne von, sie können es nicht listen irgendwo, damit man es kaufen kann, sondern vielleicht heißt es dann noch irgendwann, ach ja, ihr seid ein amerikanisches Studio, ihr habt jetzt ein Spiel mit kindergefährdenden kindergefährdenden Inhalten rausgebracht, dann machen wir euch auch mal dicht. Ich meine, das Ja. ist ja auch was passieren kann tatsächlich. Also nicht nur, dass sie es nicht verkaufen können, faktisch, sondern dass sie da vielleicht dicht machen. Ja, aber da muss man halt auch immer sehen, gerade bei GTA, denke ich, es ist halt auch ein wirtschaftlicher Faktor, ne? Also darf jetzt nicht vergessen, dass das auch ein bisschen Geld in die Kassen spült. Da ist halt Ja, die Frage, ob der Boss von Rockstar, der CEO, mit Donald Trump befreundet ist. ja, Ich glaube, genau. davon hängt es jetzt eher ab. Und selbst das halt nichts heißt. Ich sage nur Elon Musk und was Tesla gerade durchmacht. Ja, Was ja dann dafür gesorgt hat, dass die sich auch verkracht haben. Ja, weil da wird halt Ideologie durchgetrieben und das ist halt jetzt wieder dieses, ja, unter dem Deckmantel von wir wollen Kinder beschützen, was halt kompletter Quatsch ist, weil man kann auch einfach mal
einfach eine Form von Jugendschutz einführen. Ich meine, das ist ja jetzt auch gerade in Großbritannien ein großes Mhm. Thema, dass sie es machen müssen. Ich finde die Umsetzung nicht so gut in Großbritannien, weil das ja irgendwie outgesourced wird an irgendwelche Firmen, wo man wegen Datenschutz drüber sprechen kann. Aber an sich finde ich diese Kontrolle gar nicht schlecht. Ich meine, in Deutschland gibt es das auch, im PlayStation Network, meine ich, dass du so über deinen Personalausweis dich verifizieren kannst. Ja, genau. Ähm, und das sind ja schon Maßnahmen. Wenn jetzt mein Kind mir meinen Personalausweis klaut, ja gut, okay, dann kann es auch andersweitig an die Inhalte kommen. Das ist halt immer noch dann liegt das immer noch bei den Eltern und was zu Hause passiert. Aber grundsätzlich diesen Zugang zu beschränken, ist mit einfachen technischen Mitteln möglich. Und das sollte der Weg sein und nicht dieses, ja, wir verbieten das jetzt, weil die Kinder drankommen könnten. Was halt Quatsch ist, weil die Leute einfach nur, warum auch immer, uns verbieten wollen, die Brüste zu sehen. Was soll denn Ja. das? Ja, es ist halt, ich habe auch überlegt, also Serien wie Game of Thrones oder sowas, also es ging jetzt teilweise auch, wurden Spiele runtergenommen, wo es um Vergewaltigung und so weiter ging. Aber dann habe ich auch überlegt, ja, aber das ist doch auch, also man muss das doch auch im Kontext sehen. Es gibt auch, also ich meine, Game of Thrones hatte auch eine Szene, wo eine Vergewaltigung war und das war im Kontext gesehen, das war eine schreckliche Sache und das war auch so dargestellt und kommt dann Mastercard an und sagt, du darfst dir die Staffel, keine Ahnung, 6 von Game of Thrones nicht kaufen ähm, mit unserer Mastercard, weil da sexuelle Inhalte drin sind. Das ist halt, ja. Ja, ja, also auch solche Inhalte, wenn man sagt, man will gegen solche Inhalte vorgehen, das ist ja grundsätzlich auch korrekt, je nachdem, was für ein Inhalt, weil es gibt, muss man auch sagen, Spiele da draußen, die sollte es nicht geben, Richtig, gar keine ganz Frage, eindeutig, aber aber das jetzt ist wird nicht ja der einfach, Weg. jetzt wird ja einfach mit dem großen Pinsel alles weggewischt und alles, was diesen Not Safe for Work Tag hatte, oder Ja, vieles wurde einfach rausgenommen, ohne genau zu gucken, was ist das jetzt überhaupt für ein Spiel? ja. In welchem Kontext passiert da dieser Inhalt? Ja, weil man auch dazu sagen muss, weil den Initiatoren das ja auch egal ist. Ich meine, Hm. ich denke mal, du erinnerst dich noch, es kommt darauf an, wie jung unsere Zuhörer sind, ob sie sich an die Killerspiel-Debatte erinnern. Wo auch nicht nur Killerspiel, sondern eben auch sexueller Inhalt thematisiert wurde. Und es wurde ja, und ich weiß noch, wie das durch die Medien getrieben wurde, Szenen aus dem Hot Coffee Mod von GTA San Andreas gezeigt Ja, und es wurde so dargestellt, als ob das einfach im Spiel ist. Also die Hot Coffee Mod ist genau sowas, was man jetzt nicht unbedingt braucht, wo es um sehr sexuelle Inhalte ging, die reingemoddet worden sind in San Andreas. Aber es wurde so dargestellt mit, guckt euch an, das spielen eure Kinder. So, bei einem Spiel, was sowieso schon ab 18 ist, auch wenn ich es auch ja. damals gespielt habe, also damals waren Eltern viel unverantwortlicher als heute. Es war ja auch wesentlich einfacher im Laden an das Spiel dranzukommen. Ich meine, klar, heute kannst du auch einfach auf der Website klicken, bist du 18, ja. Und aber wir haben ja heute technisch, wie du sagtest, technische Möglichkeiten. Sie wird einfach nur zu selten genutzt, finde ich. Ja, also auch hier nochmal die Erinnerung auch an Eltern, die uns vielleicht zuhören. Äh, gut, die uns zuhören, die kennen es wahrscheinlich, aber trotzdem der Ja, Reminder, es gibt Jugendschutzeinstellungen in Konsolen. Man kann da wirklich hingehen und sagen, okay, auf dem Konto darf nur bis ab 12, ab 6 oder sowas gespielt werden. Es ist sehr einfach alles geworden. Es wird ja auch unterstützt ja. von den Entwicklern. Das ist wirklich der Weg und das, was wir jetzt erleben, ist halt so der Vorbote von was Schlimmerem, was passieren kann, was ich hoffe, was nicht passieren wird. Aber es wird sich zeigen und ich hoffe, dass wir, weil ich muss es ja nochmal erwähnen, Clair Obscur, dass wir mehr Spiele wie Clair Obscur bekommen, nämlich europäische supergeile Spiele, wo wir nicht in der Abhängigkeit von Amerika sind. Ja, die aber auch wieder über Steam verkauft werden. Oder zumindest häufig über amerikanische Plattformen, das ist ja das Ding. Ja, aber ganz ehrlich, ich glaube, wenn das jetzt überhand nimmt, wird sich auch wahrscheinlich eine europäische Lösung etablieren. Ich meine, gibt es ja schon GOG, Ja. goodoldgames.com. Es Die gibt haben schon jetzt eine sogar europäische als Lösung. Protest einen extra Sale gemacht mit ab 18 Echt? Spielen Und oder mit sexuellen Inhalte, also mit ja, die ganzen Reihe, also teilweise die Spiele, die woanders runtergenommen wurden, aber einfach so als bisschen als Protesthaltung. Ist immer, das habe ich ich gar meine, nicht das sind, mitbekommen. die werden sich nicht millionenfach verkaufen, aber es ist schon so ein bisschen politisches Ja, Statement, das finde ich ganz geil. ja, auf jeden Fall, weil ich meine, sowas wie Good Old Games kann sich das, glaube ich, auch eher leisten, auf Visa zum Beispiel zu verzichten, als europäisches Unternehmen, weil bei uns ist das ja auch nicht so stark wie in Amerika. Ja, Ja, man verliert dann eventuell amerikanische Kundschaft, aber
das ist halt auch was, wo eine Firma eben auch mal Statements abgeben muss und vielleicht auch mal Verluste in Kauf nehmen muss, weil die Auswirkung sonst einfach viel zu groß ist. Tja, das ist auf jeden Fall ein dicker Hund. Das war eigentlich auch so die größte Nachricht. Da wollte man noch Ja. drauf eingehen, ist schon ein bisschen länger her, aber denke nochmal wichtig, dass wir das ansprechen. Und was ich auch wichtig finde, oder wo ich eine Zwickmühle sehe, wo du sagtest, die uns zuhören, die wissen das wahrscheinlich schon, die Eltern, die interessiert sind. In der Zwickmühle habe ich mich auch schon immer gesehen. Ich würde gerne irgendwie da mehr Leute ansprechen, aber wenn du dann, so mal blöd gesagt, so einen Elternabend machst, die kommen, die wissen meistens sowieso schon Bescheid oder die Mhm. sind sich schon der Sache bewusst. Das Problem ist, dass du die Leute und die Eltern erreichen musst, die halt eben einfach das Tablet ihrem Kind in die Hand drücken und sagen, mach mal. Und ja, das ist immer so eine Zwickmühle. Da musst du einfach mal so eine Aktion starten mit irgendwie, keine Ahnung, Elternabend mit Grillen und Fußball gucken und ganz viel Bier trinken und dann so Surprise, dann schließt du die alle ein in der Aula von der Schule und dann darf sich jeder mal einen Computer setzen. Ja, das ist halt immer diese Zwickmühle. Wie kommt man an die ran? Weil ich denke, da kann man schon oder muss man machen. Ich meine, die technischen Möglichkeiten sind halt, wie du sagtest, auf den Konsolen und auf den PCs und auf den Tablets überall gegeben. Und es ist gut machbar. Ich habe das jetzt beim Kumpel gesehen, wie der das so über welche Apps und so weiter, der die Tablets quasi von seinen Kids reguliert. Das ist schon alles machbar, auch leicht machbar, aber man muss halt das Bewusstsein dafür haben, sag ich mal. Ja, das finde ich bei Nintendo tatsächlich sehr gut. Die zwingen dir das ja regelrecht auf bei der Ersteinrichtung. Ist mir wieder bei der Mhm. Switch 2 aufgefallen, wo das dann direkt kommt, wo auch du das gar nicht einrichten kannst, im Idealfall als Kind komplett und du das irgendwann deinen Eltern geben musst und dann, aber wegen Anmeldung zum Beispiel und sowas. Also das hat im Normalfall hoffentlich die Eltern unter Kontrolle. Und wo dann auch gesagt wird, hier direkt Kinderschutzeinstellungen und bla bla bla. Das ist jetzt bei PlayStation und Xbox nicht so dominant, aber es gibt diese Einstellungen auch. Und ich sehe das bei meiner Schwester, sie ist keine Zockerin, sie kennt sich damit auch nicht so stark aus, aber sie hat das zum Beispiel auch bei der Xbox von meinem Neffen eingerichtet, ohne mich zu fragen tatsächlich. Sie fragt mich oft bei solchen Themen, gerade bei Spielen, so, hey, glaubst du, er kann das schon spielen? Wenn dann mal wieder die, die, die Schulkameraden ankommen und sagen, spiel doch GTA 5. Und ich sage dann nein, dafür ist er ein bisschen zu jung. Ja, aber sowas hat sie dann auch alleine rausgefunden, weil es tatsächlich einfach ist. Man muss halt nur wissen, dass es existiert. Ja. Ja, und sich ein bisschen dafür interessieren, was denn die Kinder spielen. Ich finde immer, stationäre Konsolen oder PC ist nochmal ein bisschen einfacher zu kontrollieren, aber ich sag mal so, die Generation, um die es da geht, die spielen ja meistens auf entweder tragbaren Geräten, Switch oder eben Handy oder Tablets oder sowas. Da finde ich, ist es immer ein bisschen schwieriger. Damit kann man halt einfach im Zimmer verschwinden und sich unter der Decke verstecken oder so. Ja, können wir aber auf jeden Fall mal ausführlicher drüber reden, würde mich auch mal interessieren. Gut. Wollen wir zum nächsten Punkt? Ja, können wir gerne machen. Ja, der gute Edward Kenway, das war sein Schauspieler, hat ein bisschen auf den Sack bekommen. Ja, hat ja ein bisschen angeteased, dass ein Remake kommen könnte und ja, wie war's? Er wurde aufgenommen, ne? Ja, Hat es war nach irgendeine gespreadet. Convention und Ja, jemand hat wohl mit dem Handy gefilmt, was er auch nicht mitbekommen hat, hat er zumindest später behauptet. Und der Clip ist dann auf TikTok gelandet, ja, wo er dann gesagt hat, ja, ob denn dem Fan das Spiel gefallen hätte. Und da meinte er, ja, vielleicht muss es dann demnächst nochmal spielen. Und das war so ein leichtes Anzeichen. Davon war Ubisoft natürlich nicht ganz so begeistert. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wusste er, dass er aufgenommen wurde? Selbst wenn er das nicht wusste, hätte er es nicht verraten dürfen. Aber nichtsdestotrotz ist jetzt sehr wahrscheinlich, dass von Assassin's Creed Black Flag ein Remake kommt. ja. Und hoffentlich wird Matt Ryan, der Schauspieler, nicht verklagt. Ubisoft hat ihm ja das angedroht, wohl, laut seiner Aussage. Ich hoffe nicht wegen sowas, weil das ist doch. Das ist wieder so lächerlich, ganz ehrlich. Das ist so. Ja, vor allem, es ist halt schon häufiger passiert, gerade das Synchronsprecher oder sowas, dass da irgendwo ein Leak war. Ich meine, es ist jetzt ein Remake. Ja,
es ist jetzt nicht das nächste große AAA Assassin's Creed Teil und weiß ich nicht. Ich bin halt immer so überrascht, dass gerade bei solchen Sachen immer so eine Eskalation stattfindet, wo ich mir denke, das ist doch die beste Propaganda, die ihr haben könnt. Ich sage nur Oblivion. Ne? Oblivion war ja das schlecht behütete Geheimnis der Videospielbranche, glaube ich, das jemals passiert ist. Da war ja so viel drüber bekannt, weil es so viele Leaks gab und es wurde ja nie offiziell bestätigt. Ja. Und dann haben sie ja also einfach gedroppt. Aus dem Nichts, in Anführungszeichen. Ne? Also für die offizielle Ankündigung her. Und das ging halt durch die Decke. Ne? Warum? Weil die Leute die ganze Zeit gewartet haben, dass es kommt und mit jedem kleinen Leak gefüttert wurden. Warum fangen die Firmen nicht mal an, das ordentlich als Werbung auch zu nutzen? Ja, zumindest halt nicht gleich. Ich meine, Ubisoft stellt sich jetzt gleich wieder in einem schlechten Licht da, indem sie sagen, Ja. ey, halt die Klappe, sonst verklagen wir dich. Dann nimm's doch einfach hin. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie weit dieses Remake noch entfernt ist, aber keine Ahnung. Dann haut ihm halt auf die Finger hintenrum, sagt hier, das war nicht geil, aber wir gehen jetzt all in und bestätigen das irgendwie einfach mit einem hier Text auf Bild bei Twitter oder X und sagen hier, ja, Gerüchte sind richtig, ihr dürft euch freuen auf Edward Kenway und ein Remake. Nicht mal das ist notwendig. Wie gesagt, Oblivion. Da wurde ja gar nicht drauf reagiert. Ja, dann lass die Gerüchte halt einfach bestehen. Ja, genau, und die Leute reden drüber. Ja, ich weiß auch bei irgendeinem Tomb Raider, das wurde auch abfotografiert von einem Mitarbeiter von Crystal Dynamics. Ich meine, der saß in der U-Bahn und hatte ein Dokument auf und jemand hat über die Schulter fotografiert. Damals wurde auch nicht großartig drauf reagiert vom Publisher und vom Entwickler. Und weil es sowieso klar war, ich meine, das wäre der zweite von dieser letzten Trilogie gewesen. Ich komme da mal durcheinander. Auf jeden Fall war da sowieso klar, dass ein neuer Tomb Raider Teil kommt. Und da ist auch nichts geleakt. Da war nur irgendwie ein Artwork oder sowas zu sehen. Also nichts Story-Relevantes oder sowas. Aber der Umgang von solchen Firmen mit solchen Sachen ist halt immer noch so. Andererseits, vielleicht sind sie auch in irgendeiner Form von den Shareholdern gezwungen darauf, mit einer Klage zu reagieren. Ich bin da in der Politik nicht, aber man muss halt auch irgendwie mal das Ansehen von den Fans und von der Firma im Blick halten. Das finde ich ist immer so ein bisschen schwierig. Das wäre eine super Überleitung übrigens zu Nintendo. Ja, können wir gerne nutzen. Dann ja, wer sich auch nicht, ich will ja gar nicht mal drauf von, aber Nintendo macht es halt auch einfach so leicht. Ja, Nintendo ist sogar zweimal jetzt negativ vertreten heute. Ja, Trommelwirbel, was nehme ich davon? Ja, nein, such's dir aus. Ja, also Nintendo hat einer Organisation untersagt, ihre Spiele bei einem Speedrun zu benutzen. Der ganze Speedrun orientiert sich an dem großen amerikanischen Vorbild Games Done Quick, die immer für einen guten Zweck quasi Geld sammeln. Ich glaube, 2-mal im Jahr gibt's das. Ja. Ich meine, einmal im Winter, einmal im Sommer. Genau, einmal Anfang des Jahres Awesome Games Done Quick und im Sommer Summer Games Done Quick. Ja, genau. Und da gab's jetzt eine japanische Variante, RTA in Japan, die das quasi ja auch machen wollten und für, ich glaube, Ärzte ohne Grenzen sammeln wollten. Und die haben jetzt auf die Finger gehauen bekommen von Nintendo, dass sie doch bitte ohne Erlaubnis nicht ihre Spiele benutzen sollten. Da denke ich mir halt auch immer, Leute, dann müsste ja auch, ich weiß tatsächlich nicht, wie es mit Streamern ist, die Nintendo-Spiele streamen, aber normalerweise rein rechtlich müsste auch jeder Streamer sich da eine Lizenz holen und das okay holen, aber es ist ja auch Werbung für das Spiel. Vergiss nicht, das hat Nintendo mal versucht. Ja, ich weiß auch zum Beispiel, als ich Persona 5 gestreamt hatte, da war das Spiel schon 2 Jahre draußen, glaube ich, und da durftest du immer noch, da gab es eine Klausel, dass man, glaube ich, nur bis zu einem gewissen Kapitel streamen durfte. Echt? Das wusste ich gar nicht. Das fand ich auch super strange damals. Und ja, mach ruhig. Also, Entschuldigung. Nee, ich wollte nur sagen, Nintendo hat ja aber genau das ja mal versucht. Ich glaube, damals war Streaming noch nicht so. Das war ja mehr Let's Plays auf YouTube. Ja? Was ja heute ein bisschen ausgestorben ist. Heute ist das Streaming und damals Let's Plays.
Und dann hatten die ja ihr Programm da, wo du dich anmelden musstest und dann den Ja. Revenue mit denen scheren musstest und so einen Scheiß. Niemand hat dann mehr Nintendo-Spiele Let's Played, logischerweise. Und dann sind sie ja auch irgendwann eingeklickt und das sind halt wieder genau die gleiche Scheiße wie damals. Und in dem Fall finde ich es sogar noch schlimmer, weil, was soll denn das? Das ist ein Speedrun-Marathon für guten Zweck. Ja, genau. Die machen ja keinen Gewinn dran. Das nicht ernst meinen. Also noch viel negativer kann das Marketing eigentlich gar nicht sein, dass du eine gemeinnützige Organisation noch daran hinderst, deine Spiele zu nutzen. Also das ist schon... Ja, nächste Headline ist dann, Nintendo verbietet irgendeiner gemeinnützigen Organisation Nintendo Switch 2 an krebskranke Kinder zu geben oder so im Krankenhaus. Das ist dann wahrscheinlich die nächste Headline. Ja, irgendjemand kauft überteuerte Switch 1 für ein Kinderkrankenhaus und Nintendo sagt, nee. Die müssen die jeder einzeln bezahlen. Das dürft ihr aber nicht nach Lizenzagreement, ja. Das ist ja eine kommerzielle Nutzung. Keine Ahnung. Also das ist wirklich, also Nintendo, ich liebe deren Spiele. Definitiv. Also auch hier Bonanza ist wieder richtig gut geworden. Ne? Das Mario Kart World bin ich immer auch ein Fan von. Aber was die reine Firma an sich macht, es wird auch nicht besser. Es gibt keine Besserung in sich. Das ist seit 20, 30 Jahren jedes Mal die gleiche Scheiße. Tja. Ja, und dann? Echt, also sie schaffen es halt immer wieder. Aber dann mach gerne weiter mit der nächsten Meldung. Überteuerte Switch 1 ist nämlich das gute Stichwort. Nintendo erhöht die Preise in Amerika für die Switch 1 ich glaube, $50 jeweils. Teilweise. Die OLED von $350 auf 400 und die Standard von 300 auf 340 und die Lite von 200 auf $230. Grund, finde ich, ist klar, Zölle. Das ist, denke ich mal, der Grund. Die Frage ist, wie sinnvoll das ist, jetzt am Ende vom Switch-Zyklus und ob es wirklich notwendig ist. Ja, durch die Zölle verlieren sie jetzt Geld, aber es ist ja auch ein Modell, was jetzt ausläuft. Ich wollte gerade sagen, ob ich da jetzt, vielleicht war auch der Plan, einfach die ganzen Leute Richtung Switch 2 zu treiben, weil ich finde, der Unterschied zwischen der alten und der neuen Konsole ist jetzt so gering. Also das ist halt lachhaft. Ich weiß nicht, wer dann allgemein, ich meine, eine neue Switch 1, die wäre jetzt nur noch ein Anreiz, wenn sie halt günstig wäre. Ansonsten sind ja auch genug Gebrauchtgeräte auf dem Markt, um sich da zu bedienen. Ich frage mich auch, was so. Ich meine, irgendwo kann ich es verstehen und irgendwo denke ich mir so, auch nicht, weil ja, klar, ich sag mal, sie verlieren im Verhältnis Geld, aber sie werden kein Minus jetzt durch die Zölle machen. Das kann mir keiner erzählen. Ja. Also, wenn man bedenkt, wie alt die Hardware jetzt ist, die werden die so günstig produzieren können. Ja, das war ja auch eigentlich immer der Grund, ja. Vielleicht ist der Gedanke auch einfach, wir verkaufen jetzt so wenig von dieser alten Konsole, die wir noch verkaufen, machen wir ein bisschen teurer. Alle anderen gehen auf eine Switch 2, da verdienen wir sowieso mehr Geld mit. Und mit den 3 Konsolen, der Switch 1, die wir noch verkaufen, da muss wenigstens noch ein bisschen was rumkommen. Und dann wird wieder drauf geschissen, was die Fans sagen und dass wir uns ein bisschen einen schlechten Namen machen. Ja, das ist eine gute Frage. Es ist auf jeden Fall sehr komisch. Und ja, weil die Switch 2 kostet, glaube ich, $450 in Amerika. Also zur OLED ist es nur noch ein Unterschied von $50. Ja, keine Ahnung. Bisschen kurios. Ich würde es jetzt also erst recht jetzt keine Switch 1 mehr kaufen. Nee, das sowieso nicht. Also, wenn, dann würde ich, Also ich meine in Amerika, es ist ja auch nur eine Frage der Zeit, bis sie eine Switch 2 mit OLED-Screen bringen. Also ich weiß nicht, ob das noch bis nächstes Jahr Weihnachten dauern wird, aber... Länger, glaube ich. Aber das ist nur Glaskugel. Ja, das auf jeden Fall. Naja, aber das ist jetzt schon, mal abgesehen davon, dass es kurios ist, dass die alte Konsole teurer gemacht wird, es ist schon wieder eine Preiserhöhung bei Konsolen, was wir halt auch so gut wie nie hatten. Gerade, also erst recht nicht, dass die alte Konsole noch mal teurer wurde, dass die lange ihren hohen Preis gehalten hat, vielleicht schon mal eher, aber nachdem auch die PlayStation 5 teurer geworden ist, ich glaube, Xbox hat auch nochmal angezogen. Auch, ne? Xbox auch, ja. Das ist irre. Wir hatten erst Preiserhöhungen wegen
Corona und Ja. der Inflation dadurch, plus halt die ganze Und dann kamen die Weltwirtschaftslage. Ne? Zölle. Wir sind ja gerade in einer Rezession. Dann kamen noch die Zölle, was auch nochmal zu einer Preiserhöhung geführt hat. Das ist schon irre und das ist ja auch ein komplettes Novum, weil eigentlich wurden ja Ja. die Konsolen immer günstiger mit der Zeit, weil eben die Produktion ja auch günstiger wird. Also oft war das ja so, die ersten Jahre, 2, 3 Jahre oder sowas, machen sie ein Minusgeschäft damit, subventionieren das halt auch vor allem durch die Spiele, wo sie das Geld reinbekommen und dann wird es mit der Zeit halt günstiger zu produzieren und dann können sie auch günstiger machen oder sie bringen eine Revision raus. Ich sag Ja. nur PS2 Slim oder PS3 Slim und sowas, ne? Xbox 360 auch, da gab es ja dann auch die späteren Versionen. Und Xbox One auch mit der Xbox One S und so ein Kram. Das wird dann alles günstiger gemacht. Und dann hat man nochmal gut die Leute mitgecatcht. Aber das sehe ich jetzt auch bei der kommenden Generation, beziehungsweise die jetzt mit Switch 2 gestartet ist, sehe ich das auch nicht mehr. Nee, gerade mit der schade. Politik halt, Ja. das ist schon Das irre. ist eine traurige Entwicklung. Meiner Meinung nach ist Konsolengaming, so wie es mal war, auch tot dadurch. Weil Konsolen waren immer günstige Möglichkeiten einzusteigen ins Gaming. Ja, die Spiele sind teurer auf einer Konsole, aber du hast nicht so einen hohen Einstiegskostenpunkt und das Ja, es wird ich halt alles nicht ein mehr. bisschen elitärer und Ja. ich meine, klar, du kannst immer noch sagen, ja, dann nehme ich die letzte Konsolengeneration und hol mir jetzt für 150 Euro oder 100 Euro eine PS4. Den Einstieg kannst du immer noch machen, wenn du spielen willst, ist es immer noch machbar. Aber jetzt, dass man halt auf dem normalen Level, auch die neuen Konsolen waren halt immer, Anführungszeichen, die günstigere Variante und waren immer irgendwie machbar. Ja. Aber ich würde sagen, nach all den schlechten News kommen wir doch wenigstens zu einer guten, die wir mitgebracht haben. Und zwar, Sony hat aufs Maul bekommen. Vor Gericht. Und zwar, die haben ja tatsächlich mal Hersteller von Cheat-Software verklagt. Wichtig, Cheat-Software für Singleplayer-Spiele und sowas. Also ich glaube, für die PSP war das. Ja, sowas wie Action Replay Code, können sich vielleicht auch noch ein paar Leute dran erinnern. Ich habe es geliebt. Ich hatte das für die PS2, so eine extra CD, die man vorher eingelegt hat. Dann hat man das eingestellt und dann hat man, keine Ahnung, sein Spiel reingeschmissen und hat dann quasi, was jetzt wichtig wird, im Arbeitsspeicher geänderte Code quasi das Spiel gestartet. Genau. Und da hatten sie, jetzt müssen wir mal gucken, wann. Es ist sogar Action Replay gewesen. Ja, sie haben die Leute von Action Replay verklagt. Und ich muss mal gucken, wann hatten sie das nochmal gemacht? Die Klage ging 2012 raus, glaube ich. Also es ist jetzt schon ein paar Jährchen her, wo das angefangen hat. Und vom Europäischen Gerichtshof wurde schon gesagt, ihr labert Müll. Ja? Und das Bundesgerichtshof hat das jetzt auch nochmal bestätigt. Man muss dazu sagen, vom Landgericht in Hamburg in erster Instanz wurde Sony Recht gegeben und danach ist das halt eskaliert ans Oberlandesgericht und Bundesgerichtshof hat dann dem Europäischen Gerichtshof gesagt, hier bitte kümmert euch mal drum und danach hat halt Sony immer gesagt bekommen, nein, ihr labert Müll, weil es im Endeffekt darum ging, dass sie gesagt haben, es wäre ja eine Urheberrechtsverletzung, weil die Cheats ja das Spiel verändern. Das ist halt Quatsch. Das Spiel bleibt unberührt, sondern wie du das gerade so schön gesagt hast, im Arbeitsspeicher werden Werte verändert. Das heißt, wenn ich jetzt ein Spiel habe, sagen wir mal Super Mario, und ich habe 3 Leben und mit dem Cheatcode verändere ich den Wert die Anzahl meiner Leben auf 99 Leben. Das ist ein kleines Beispiel. Ja. Dann ist das ein Wert, der im Arbeitsspeicher verändert wird und das Spiel selber bleibt unberührt, weil das sind ja auch ROMs, wie man so schön sagt, Read-Only Memory. Also wer Emulatoren betreibt, der weiß das, weil das sind ja auch Sachen, die sind unveränderlich. Die sind drauf auf der CD zum Beispiel oder auf der Cartridge, außer man hat jetzt Spielstände, die man drauf speichern kann. Die sind ja aber dafür da, dann zu verändert zu werden. Aber der Code selber vom Spiel ist unveränderlich auf physischem Medium. Und deswegen hat dann auch das Gericht gesagt, nö, ihr labert Quatsch, Sony. Das ist hier nicht der Fall, das passiert hier nicht. Es wird lediglich Daten im Arbeitsspeicher verändert und das wäre keine Urheberrechtsverletzung und das ist eine gute Entscheidung, weil ich bin auch ein großer Befürworter von Cheats in Singleplayer-Spielen. Das muss man ja immer noch mal unterscheiden.
Weil ich finde, jeder soll sich sein Spiel doch so verändern, wie er will. Ja, Und das, finde ich, ist eine wichtige Entscheidung, sonst hätten wir jetzt hier wieder den nächsten Blödsinn, dass du nachher nicht mehr dein eigenes Spiel, dass du nicht mehr cheaten kannst in dem Spiel, was du gekauft hast. ja, dann wäre schon die nächste Frage, sind dann Mods auf dem PC Ja, okay? Und so weiter und so fort. Ja, mir ist mir eben so ein Vergleich eingefallen. Das ist quasi so, als würdest du einen Koffer voll Gewürze mit ins Restaurant bringen, du bestellst dein Essen, du kriegst das und würzt es quasi nach. Und das will quasi, nur weil dann der Koch sagt, ey, dann schmeckt das aber nicht mehr so, wie ich das gekocht habe. Und dann, ja, aber ich will es halt salziger, keine Ahnung. Und dann habe ich halt das Recht dazu, mein Essen nachzuwürzen, keine Ahnung. Das ist mir so eingefallen. Und was man halt sagen kann, ja, die Spielerfahrung wird verändert durchs Cheaten, garantiert. Aber wie gesagt, das ist ja im Sinne von einem Urheberrechtsverletzung, ist es halt Quatsch, weil man da nichts dran ändert. Ja, finde ich auch richtig. Und wie gesagt, immer dazu zu sagen, dass es sich hier um Singleplayer-Spiele und das geschlossene System handelt und nicht um irgendwie ja, Online-Cheats. da sehe ich es tatsächlich auch anders, halt aber aus anderen Gründen, ne, weil wenn man online was spielt, dann muss es halt eine Baseline geben, Ja, da ist, nach Regeln, wo alle zustimmen. Das ist schon in Ordnung, dass man da jetzt nicht cheatet, das ist auch der richtige Weg. Aber Mods sind ja eigentlich Cheats, wenn man es ganz genau sieht. Ne? Sind ja auch nochmal Veränderungen der Spielerfahrung. Das ist ja auch der Grund, warum es durchaus auch Mods gibt, eben für Online-Spiele, die deswegen verboten werden. Bei Diablo 4 war das ja ein großes Thema, weil mhm. es gab ja für Diablo 3 eine Mod, wo man, ich glaube, die Karte direkt aufgedeckt bekommt. Okay, ja. Und sowas gab es dann auch für Diablo 4 und da hat Blizzard dann ja einen Riegel vorgeschoben, aber halt auch mit der Begründung, das ist eine Online-Erfahrung. Ja. Und ihr kriegt dadurch einen Vorteil gegenüber anderen Spielern. Da bin ich sogar tatsächlich irgendwo dabei. Das ist schon, ne, Ist das ist jetzt so nicht ein der Thema. krasseste Fall, aber ja, es ist ein geringer Vorteil im Gegensatz, Ja, wenn ich jetzt bei einem Shooter irgendwie ein typisches Auto-Aim oder sowas habe. Das ist ja. nochmal eine andere Nummer. Aber nichtsdestotrotz, ja, da bin ich ganz bei dir. Das ist dann eine andere Nummer. Aber zu Hause, keine Ahnung, beim Wenn eigenen man mal was Spiel, da Lustiges, ja. mache ich mir höchstens das Spiel selber kaputt oder eben ich passe es mir an, so dass ich es vielleicht überhaupt erst spielen kann. Bei älteren Spielen hatten wir noch keine Zugänglichkeitsoptionen und wenn ich es, was weiß ich, aus irgendwelchen Begebenheiten sonst nicht schaffe, Super Mario durchzuspielen, dann ist es okay, wenn man sich halt, keine Ahnung, unendlich Leben gibt oder Also ich habe die, für mich ein ganz gutes Beispiel für, wo ich gecheatet habe. Assassin's Creed Odyssey auf dem Computer habe ich nochmal neu gespielt. Ich hatte es mhm. komplett auf der Xbox gespielt, wollte dann aber hier auf meinem schönen 32:9, ne, wollte ich nochmal neu spielen. Da habe ich über Wiimote, falls du das kennst, das ist ein gutes Programm, wo du fast alle Spiele Cheats hast, da habe ich eingestellt, dass ich mich teleportieren kann. Warum? Weil ich Mhm. keinen Bock hatte, wieder komplett die ganze Zeit durch diese scheiß verkackte Wüste zu rennen. Und es gibt halt einen Sheet, wo du dann, wenn du auf der Karte was markierst, wirst du hinteleportiert. Mhm. Ja, Und das war für mich eine riesen Erleichterung, weil ich nicht wieder dieses ganze Erkunden, das hatte ich alles schon mal durch. Ich wollte vor allem nochmal die Story und die ja, Nebenmission ein bisschen erleben, ne, und wollte mir das Erlebnis streamline. ja, Und gerade da habe wenn ich du das schon zum mal Beispiel auch gespielt hast. gemacht. Aber Eben. Assassin's Creed Odyssey ist auch ein guter Punkt, ist ja mein absolutes Hassspiel eigentlich, weil Origins das, meinte ich übrigens nicht Odyssey. okay, dann kurzer Sprung Aber zu, Odyssey, ich weiß schon, worauf du hinaus willst. bei Odyssey wäre es nämlich das Ding, weil es zum Beispiel könnte man sich einen XP-Booster Ja, modden, kannst du der machen. einem sehr helfen würde, aber Ubisoft hätte wahrscheinlich was dagegen, weil sie ja in ihrem Store einen XP-Booster für, keine Ahnung, 5,99 verkauft haben, der eigentlich essentiell war, um dieses Spiel im normalen Tempo spielen zu können. Ja. Ah, Nee. Und das sind aber genauso Punkte, wo ich sage, ich finde, Cheats sind gut. Ist auch für Leute, die eben vielleicht Probleme haben mit diversen Spielen. Ne? Es gibt ja auch viele, die immer sagen, hey, gib bei Dark Souls uns einen einfachen Modus. Das ist dann ja auch zum Beispiel eine Option. Ne? Wenn die im Einzelspieler spielen, ich rede jetzt nicht vom Online-Spiel bei Dark Souls, sondern im Einzelspieler, dann können die ja was weiß ich machen, dass sie weniger Schaden bekommen oder sowas, ne? Oder mehr Seelen haben, um mal ein bisschen mehr höhere Level zu haben. Ja? Ich finde sowas ist super okay und deswegen ist dieses Urteil auch so wichtig, dass man das jetzt auch nochmal wirklich vom Europäischen Gerichtshof und Bundesgerichtshof bestätigt hat. Cheaten ist okay. im Weil das Singleplayer.
im Singleplayer, ja. Das ist, wie gesagt, das ist ja auch was ganz anderes. Und die finde ich wichtig. Und wenn jemand ankommt und ihr cheatet und der sagt euch, das ist böse, dann könnt ihr sagen, ist mir egal, der Europäische Gerichtshof hat es mir erlaubt. Ja, es geht auch so ein bisschen in die Richtung, wo du schon mal gesagt hattest, seine Konsole zu modden, als wir das in den News hatten, dass Nintendo jetzt die Möglichkeit hat, per Remote quasi die Konsole zu bricken und zu deaktivieren, falls sie feststellen, dass irgendwie was dran rumgeschraubt wird. Ist ja ähnlich. Das ist mein Gerät, dann kann ich da dran machen, was ich will. Das ist halt wie in vielen Sachen. Marc-Uwe Kling hat es in den Känguru-Büchern mal sehr schön beschrieben. Jetzt im Allgemeinen, aber ich finde, beim Gaming gilt's auch. Wie war es nochmal? Mein Recht, die Faust zu schwingen, hört bei deiner Nase auf. Und so sehe ich das in vielen Belangen und auch beim Gaming. Solange nur ich betroffen bin und kein Ja. anderer der Spielspaß verdorben wird, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich mich bei Call of Duty Aimbot und Sterblichkeitshack und was weiß ich, ne, dann können die Leute doch machen, was sie wollen. Es betrifft andere Leute ja nicht. Wenn ich zu Hause bei mir irgendein Spiel cheate, niemand anderes ist davon betroffen. Ja, Krankt das nicht an deiner Gamer-Ehre? Kannst du das mit dir überhaupt vereinbaren? überhaupt nicht. Ich sag schon lange, wir brauchen wieder mehr offizielle Cheats in Spielen. Ja, Aus einem definitiv. ganz einfachen Grund, weil ein Hauptgrund oder ein Hauptgegenargument, was ich immer höre, ist, ja, aber Achievements. Wenn es offizielle Cheats gibt, die, wenn ich die aktiviere, Achievements deaktiviert sind, dann haben wir dieses Problem nicht mehr. Also Ja, eben. alle Leute, die Achievements verteidigen und sagen, Cheaten ist doof, weil dann kriegt ihr ja die Achievements, für die ich hart gekämpft habe, seid für Cheats offiziell in Spielen, weil dann habt ihr diese Problematik nicht mehr. Das war doch schon bei GTA 4 so. Bei GTA 4, glaube ich, gab es doch Cheats, die hast du über das virtuelle Smartphone eingegeben und dann kam halt oben eine Einblendung, du hast einen Cheat eingegeben, die Bei Achievements sind GTA jetzt 5 deaktiviert. auch. Ja. Also ich weiß nicht, wo das Problem ist. Ja, das ist für mich, finde ich, eine vernünftige Lösung, weil jemand, der cheatet, dem sind, denke ich jetzt mal, Achievements auch egal. Also bei mir ist es zumindest so, wenn ich auf Achievements geil bin, ich sag mal Clair Obscure, da habe ich auf 100% gespielt, da habe ich dann auch keine Cheats benutzt. Warum? Ja. Weil da ging es dann ja um die Herausforderung, auch diese Achievements zu bekommen. Genau, das sind ja die Abzeichen, die man sich verdient dann. Genau. Ja. Und bei Assassin's Creed dann zum Beispiel, da war es mir scheißegal. Da war mir das dann auch egal. Und Cheats allgemein, finde ich, haben ja auch noch einen ganz, ganz großen Vorteil, und zwar Inklusion. Das sollte man auch nicht vergessen. Wir reden ja nicht nur von Leuten, die vielleicht nicht den Skill haben, um ein Spiel zu schaffen, aber vielleicht auch Leute, die aufgrund von einer körperlichen Behinderung oder auch einer geistigen Behinderung vielleicht nicht in der Lage sind, ein Spiel so zu spielen, wie es überhaupt vorgesehen ist von den Entwicklern. Und da finde ich das auch gut, wenn man das modifizieren kann. Ich meine, es gibt ja auch schon Maßnahmen, das sind jetzt keine richtigen Sheets, aber Inklusionsmaßnahmen, wo halt Sachen trotzdem dann vereinfacht werden. Da gab es ja auch schon Diskussionen. Ich glaube, bei Last of Us 2 war das eine ganz große Diskussion, weil man da sehr viel verbessern konnte und es einfacher machen konnte. Und bei Mario Kart übrigens auch, daran kann ich mich auch noch erinnern, weil es sowas wie Autosteering und Autogas geben und sowas gibt. Und da denke ich mir, Leute, ja, aber man kann ja, gerade im Multiplayer kann man ja nach sowas ja auch filtern. Also zumindest kenne ich das so von manchen Rennspielen, dass man sagen kann, ich will in der Lobby nur Leute, die mit Controller zum Beispiel fahren. So könnte man das ja auch regeln, dass man zum Beispiel im Mario Kart sagt, ey, hier ist dieses Autosteer ist akzeptiert oder eben nicht, um das zu filtern. Und bei The Last of Us 2 war das so, dass man wirklich immer unsichtbar war als Spielfigur zum Beispiel, und dann wurden die Sichtkegel quasi ausgestellt und sobald man sich geduckt hat, war man immer unsichtbar für die Gegner, oder man konnte einstellen, dass man Gegner immer durch Wände hindurch sieht, oder auch für Sehbehinderungen oder Farbsehen, dass die Figuren immer sehr rot umrissen waren oder solche Sachen. Aber ja, The Last of Us ist halt auch ein Singleplayer-Spiel. Ja, also aber warum nicht? Bei Mario Kart muss man auch sagen, Autosteering ist eher ein Nachteil als ein Vorteil. Aber das ist halt für auch zum Beispiel auch für Kinder zum Beispiel, die vielleicht das nicht so gut hinbekommen. Ja. Und ich finde, das ist aber auch ein relevanter Punkt, den man auch nicht vergessen sollte. Das sind auch halt teilweise auch einfach Hilfsmittel, ne? Oder
für Leute, die nicht so viel Zeit haben und zum Beispiel mal einen Grind verkürzen wollen. Ich sage jetzt Ja, immer mal Assassin's Creed hier. ja. Wenn man jetzt keinen Bock hat, da die ganzen Sachen zu grinden, dann kann man sich auch irgendwelche Werkzmittel zum Craften mal kurz ercheaten. Also es gibt viele, viele positive Punkte fürs Cheaten. Ein bisschen dämlich finde ich immer, wenn man dann versucht, das so aktiv zu verhindern. Und da sage ich jetzt mal eins deiner Favoritspiele, aber Kingdom Come Deliverance 2 hat so eine unsinnige Maßnahme, dass wenn man ja den Kameramodus startet, Heinrich pfeift, damit man nicht um die Ecke gucken kann. Ah, okay. Das habe ich noch nicht mitgekriegt. Ich meine, es ist irgendwo lustig, aber andererseits denke ich mir auch so, man kann es halt auch echt Ja, schreiben, Leute. Ne? Das ist doch, lasst doch die Leute machen. Es ist doch so egal, weil auch hier wieder, es ist aber ich habe noch nie gemerkt, dass wenn ich den Fotomodus aktiviere, dass er ach doch, wenn man den Fotomodus beendet, Schleich. sagt er etwas. Oder er sagt was, genau. Ich Ja, dachte, es wäre ja, ein Pfeifen, aber er sagt was. Genau, und das lenkt halt dann Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn du am Schleichen bist und dann um die Ecke ja, gucken ja, wirst. okay. Ne? Ich fand das eigentlich also ich fand das witzig, weil er sagt dann, nachdem du ein Foto gemacht hast oder den Fotomodus beendest, sagt er dieses, oh, sehr schönes Bild oder sowas wie, oh, diese Aussicht oder so. Mhm. Ja, ich Aber dachte, habe ich nicht dran gedacht, dass man das fürs Schleichen ja. quasi nutzen könnte. Ja, und das verhindert das, dass du das nutzen kannst, weil dann die Leute auf dich aufmerksam werden, weil Heinrich etwas sagt. Und, Ja, Leute. Gut. Da wäre es einfach, eine Mod rauszubringen, die das rauspatcht oder sonst irgendwas. Aber ja, gibt schlimmere Maßnahmen, sagen wir es mal so. Ja, schon, aber ich finde es halt irgendwo ein bisschen lächerlich. Das ist so kleinkariert. Ja, aber es erinnert mich so ein bisschen an die witzigen Kopierschutz-Sachen, die es mal gab bei Sims zum Beispiel, dass man den Baumodus nicht nutzen konnte. Irgendwas war da. Ich meine, bei Sims 2. Der beste Raubkopierschutz ist immer noch von, ich glaube, es war Game Dev Tycoon. Wenn du da eine raubkopierte, oder ich will das Wort gar nicht sagen, aber halt eine nicht legale Variante geholt hast, dann kannst du im Spiel nur verlieren, weil alle deine Spiele nur noch illegal runterladen, wenn du Spiele erstellst. Das finde ich super witzig. Ja. Aber wie gesagt, das ist ja auch eine ganz andere Nummer als Das ist wieder eine ganz andere Mods Nummer. oder Cheats für sein Singleplayer-Spiel zu benutzen. Ja, ist auf jeden Fall eine coole Sache, dass ihnen da quasi nicht recht gegeben wurde und die Verbraucher gestützt wurden. Ja, auf jeden Fall. Ja, eine ganz heiße Sache kam gerade noch rein. Ich weiß nicht, ob das es wird wahrscheinlich nicht viele jucken, nur es ist gerade in meinem Feed aufgepoppt. Jason Schreier hat geschrieben auf Blue Sky, dass Xbox auch das Spiel Contraband gecancelt hat. Das war von Avalanche Studios, die früher Just Cause gemacht haben. Wurde 2021 angekündigt. So ganz entfernt hat das auch bei mir was ausgelöst, Contraband der Name. Aber es war jetzt auch seit 4 Jahren Funkstille. Und es überrascht jetzt nicht, dass das auch ein Projekt ist, was gecancelt wurde. Wahrscheinlich hing das noch mit den anderen Cancellations zusammen mit den Abbrüchen, aber ja, vielleicht wollten sie einfach die schlechten Nachrichten ein bisschen über die Zeit verteilen. Naja, auf jeden Fall ist das Projekt auch gecancelt worden. Mal gespannt, was zum Beispiel mit dem Hideo Kojima-Projekt noch so passiert. Aber ich glaube, das ist zu groß, der Name, ich weiß es nicht. Ich denke, es werden noch ein paar Cancellings kommen, ist, glaube ich, absehbar. Es ist immer komisch. Wenn ihr darüber übrigens mehr erfahren wollt, guckt doch in den entsprechenden Podcast rein. Ich weiß gerade nur nicht mehr. Ich glaube, die Nummer 10 war es oder die Nummer 9. 9, ja. Ich glaube, 10 war letzte Woche hauptsächlich vor 2 Wochen Star Citizen. Ich meine, das genau, ist schon, war die 9. Ist schon einen Monat her, genau. Da kam ich gerade aus dem Urlaub und es prasselte aus allen Ecken auf mich ein. Was ist denn hier los, ey? Ich wollte ein bisschen Ruhe haben beim Zelten. Wie die Szene aus Community. Ich weiß nicht, ob du die Serie kennst, aber die Szene ist dann vor einer mit der Pizza. Troy mit der Pizza zurückkommt und alles brennt, einer ist verletzt und alles steht in Flammen. Ja. So war das ein bisschen bei mir auch. Du kommst aus dem Urlaub zurück und komplettes Chaos. Ja, aber mehr an News haben wir tatsächlich nicht. Nee, wie gesagt, das mit Kreditkarten war noch ein dicker Hund, auch wenn es schon ein bisschen länger her ist, aber ansonsten sind wir halt dick im Sommerloch. Es kommt jetzt auch nichts wahnsinnig Krasses raus. Bonanza haben wir besprochen ein bisschen. Gibt es irgendwas, auf was du dich noch freust in näherer Zukunft?
tatsächlich überlegen. Ich habe gerade gar nicht so den Release-Kalender vor Nee, ich auch mir. nicht. Ich bin noch so in Kingdom Come drin, ne? Ja, ich bin bei anderen Themen, worüber ich gleich auch noch sprechen werde, da werde ich mich auch schon freuen. Ich glaube aber so viel gar nicht. Also was jetzt gerade rausgekommen ist, in Anführungszeichen, ist die Battlefield 6 Beta. Ja. Die habe ich schon runtergeladen. Die werde ich, denke ich mal, auch im Anschluss mal anzocken. Ich, weil ich will es mir auf jeden Fall mal angucken. Battlefield fand ich eigentlich immer ganz interessant, aber so 2042 hieß, glaube ich, der letzte Titel, ne? Der Hm. war nicht so meins. Mein letzter richtig Titel, den ich viel gespielt habe, war Battlefield 1 tatsächlich, also Okay. im Ersten Weltkrieg. Battlefield 5 hat mich irgendwie nicht so geflasht. Und ja, gerade überlegen, ich hatte doch noch irgendwas gesehen, was ich interessant fand. Ja, ich sag mal so, Indies sind immer mal ein paar da, die einen interessieren, aber so, ich meine, das ist jetzt halt typisch. Mafia kommt noch am 8. August. Das ist morgen. The Old Stimmt, Country. Mafia wie Old Country, genau. Ich habe aber auch nach Mafia 2, ich glaube Mafia 3 habe ich mal angespielt. Ja, ging so. Ja. Genau, was rauskommt, Gears of War Reloaded. Ah ja, Das genau. kommt Ende August raus. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, weil ich habe Gears of War damals gespielt im Koop mit einem Freund immer. Und ich bin am überlegen, ob ich den nochmal anhauen soll und sagen soll, ey, hast du mal Bock, so ein bisschen Old Memories zu reviven? Deswegen finde ich das schon interessant. Und was ich halt an Gears of War Reloaded auf jeden Fall super interessant finde, ist, dass es halt ja auch für die PlayStation rauskommt. Also das ist an sich ja schon Ja, das ist eher, große News. genau. Ja, und Ich habe was mich gerade auch gesehen, freut übrigens. Hellblade Senua's Saga Enhanced. Ist das schon ein Remake? Davon habe ich noch gar nicht gehört. Nee, ich wollte gerade sagen, ich war gerade überrascht, dass es im Kalender hier stand und kommt dann auch auf PlayStation, Xbox, PC, also Multiplattform. Aber das ist ja, wann kam das raus? Letztes Jahr oder ist es schon 2 Jahre her? Letztes Jahr. Der zweite Ja, Teil jetzt, ne? ja, genau. Was machen die denn da Enhanced? Ja, das frage ich mich auch gerade. Ich dachte, was soll man denn da noch enhancen? Ich meine, das ist ein Spiel, das wäre ja sehr interessant. Graphical and Gameplay Editions. Und Ah Gameplay ja. Edition ist dann, gefällt mir das Spiel vielleicht mal, weil Hellblade hat beide Spiele haben eine super Story. Eine super geile Aufmachung. Aber dieses Gameplay ist zu langweilig. Es tut mir leid. Ja, ich glaube aber nicht, dass er da mit einer Enhanced Edition viel rausholt. Ich wollte das eigentlich auch spielen. Den ersten fand ich gut. Ich fand auch, der zweite ist jetzt, glaube ich, wesentlich länger. Ne? Der erste war ja nur, boah, lass mich lügen, um die 10 Stunden, 8 Stunden. Aber Sowas. der zweite ist nicht wirklich länger. Nee, Es okay. tun sich da, glaube ich, nicht viel. Was Ich halt wirklich, dachte, dass das Gameplay trägt den zweiten Teil nicht so lang. Dann gucke ich es mir vielleicht nochmal an, weil den ersten fand ich tatsächlich ganz gut. also ich habe Hellblade 2 angespielt, ich habe es nicht ganz durchgespielt, weil, wie gesagt, das Gameplay, ich brauch auch einfach wirklich ein gutes Gameplay oder ein kompletter Walking Simulator. Also eins von Ja, beiden, aber dieses halbgare Gameplay, das nervt mich mehr. Was natürlich bei Hellblade 2 wirklich geil ist diese ganze Atmosphäre und Grafik. Also ja. optisch ist das der absoluter Wahnsinn. Und Gameplay-technisch finde ich eine Sache gut, und zwar, dass ähm, wie der Kampf so grundsätzlich eigentlich abläuft, dass diese Indikatoren mehr optisch sind und dass du auch Mhm. wirklich die Wucht dahinter, aber das ist halt auch wieder Aufmachung. Ja. Das ist so, ne? Wenn Hellblade mit einem guten Gameplay, also wirklich einem ordentlichen Kampfsystem, das wäre mein Traum, aber ja. Was ich tatsächlich noch auf meine Liste gesetzt habe, ich habe nämlich gerade reingeguckt, ist Hurtling. Das hast du wahrscheinlich noch gar nicht gehört. Ich habe es auch nur gesehen, weil das im Game Pass erscheinen wird. Es ist auch ein Spiel von den Machern von Far, Mhm. falls ihr das was sagt. Ja. Und ich weiß noch nicht genau, ob es gut wird oder nicht, aber es sieht schon mal spannend aus, weil man halt so eine Herde von irgendwelchen Fantasy-Kreaturen durch die Landschaft Fantasy-Schafe. begleitet. Ja, Die sehen, irgendwas in der Richtung. weißt du, wie die aussehen? In Star Wars gibt's die. Wie heißen die denn? Die Stormtrooper reiten die auf Tatooine. Verdammt, jetzt komme ich nicht drauf. Die sehen so ein bisschen so aus. Aber das waren doch so Echsen. Die Äh, sind ja hier mit Fell. nee, Bantas meine ich. Bantas heißen die in Ach, Star nee, das Wars. sind nicht die Stormtrooper, das sind die Sandleute. Ja. Ja, genau, Bantas.
Weil Ja, die genau, die Stormtrooper haben die Sandleute reiten Hexen, die. auf denen die. Das stimmt, ein bisschen Ja. wie Bantas, das ist recht, ja. Und ich finde, das sieht schon mal sehr spannend aus. Ähm, kann natürlich nicht viel sagen, aber es ist halt ein Game Pass-Titel, das liebe ich ja daran. Ich werde es einfach mal ausprobieren. Meine Frau hat sogar auch schon so geguckt, so, das sieht ja interessant aus. Deswegen, das habe ich tatsächlich jetzt noch in meine Liste gesetzt. Das kommt am 21. August raus. Mir fehlt der Hund. Man hütet da große Schafe und ich sehe, der Junge läuft mit seinem Hirtenstock dahinterher und die Schafe helfen ihm auch, aber es gibt keinen Hund. Vielleicht wollten sie das nicht spoilern. Nein, ich sehe aber auch. Es gibt aber einen Vogel. Man hat aber einen Vogel. Okay, er sieht aber vom Artstyle ganz cool aus. Ja, und Fahr ist auch ziemlich cool. Deswegen, ja, das war noch was ich interessant fand. Also Gears of War und Hurtling, beides Game Pass-Titel. Ja, nee, aber wie gesagt, auch Gears of War, wie gesagt, an Leute, die immer exklusiv Sony waren und nie auf der Xbox unterwegs, gönnt's euch. Also, wenn ihr auf schönen Deckungsshooter steht mit ordentlich Gewalt, kann ich es nur empfehlen, aber vor allem im Koop. Also alleine kann ich Gears of War gar nicht so gut. Der Koop hat's halt echt rausgerissen, muss ich sagen. Ja, Also ich glaube, das ist so ein bisschen vergleichbar da mit Borderlands, weil ich finde, der Humor und so dieser Stil ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen, glaube ich, wenn man heutzutage noch was mit Borderlands 2 anfangen kann. Ich fand, das hat sich alleine auch, das war ganz nett und zur damaligen Zeit habe ich den Humor auch gefeiert, aber ich habe halt schon häufiger immer Leute sagen hören, ja, bei Gears of War, das ist irgendwie diese breitschultrigen, muskulösen das war Typen. schon damals lächerlich. Ja, ich wollte gerade sagen, und heute wirkt es dann halt noch ein bisschen mehr drüber, aber muss ja nicht schlecht sein. Ja, aber das ganze Spiel ist sowieso komplett drüber, also ist das auch vollkommen in Ordnung. Ja, es nimmt sich auch nicht so ernst. Ja, das stimmt. Und Gears of War war für mich auch immer so ein bisschen wie Resident Evil 5, aber in einiges besser. Gears of War kann ich zumindest noch alleine spielen. Resident Evil 5 war ja auch. Ja. Aber Koop hat so rausgerissen. Ja. Koop war Resident Evil 5 einfach göttlich, vor allem im Local Koop. Auch Gears of War, Local Koop würde ich auch empfehlen, wenn möglich. Holt euch einen Freund und zockt das im Local Koop. Die Zeit vermisse ich auch ein bisschen, weil es gibt fast keinen Local Koop mehr. Und Gears of War im lokalen Koop-Modus ist göttlich. Holt euch einen Kumpel oder eine Kumpeline, setzt euch davor und habt den Spaß eures Lebens. Was ich damals auch super cool fand im Local Coop war Resistance Fall of Man auf der PlayStation. Das war auch super cool. Da konntest du die Singleplayer-Kampagne im Koop durchspielen. Also die Kampagne des Spiels einfach im Koop spielen. Das war auch cool. Im zweiten hatten sie, glaube ich, eine angepasste Kampagne, aber du konntest dann dennoch Splitscreen spielen. Das war richtig cool. Das hat Bock gemacht. Ja, die Zeit vermisse ich. Spieleentwickler, bringt mehr Local Koop-Spiele. Ja, vor allen Dingen halt bei Spielen, wo es rein von der Leistung her locker machbar wäre, irgendwie so Top-Down-Rennspiele, so ähnlich wie Micro Machines hatte ich letztens einen, er hat nur Online-Multiplayer. Warum hat das keinen Splitscreen? Da kannst du mit 4 Spielern prima vorm Fernseher hocken, macht super viel Bock, aber hat nur Online-Multiplayer. Super merkwürdig. Übrigens, not so fun fact, Gears of War gab es ja schon mal eine Remastered-Version. Die hat auf dem PC keinen lokalen Koop. Aber nur auf dem PC. Verkackt. So, warum? Weißt du, so, als ob man einen PC nicht an Fernseher anschließen kann. Was soll denn das? Vor allem, es muss doch extra Arbeit gewesen sein, den rauszunehmen, anstatt ihn einfach drinnen zu lassen, wenn ich da eine Portierung mache. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Das ist so wie damals bei meinem Zivi. Da hat derjenige, der das Zivi-Auto, das Auto, was hauptsächlich von Zivis gefahren wurde, der hat das mit manuellen Fensterkurbeln bestellt und hat dafür Aufpreis bezahlt, keine elektrischen Fenster mehr zu haben. Der wollte, dass die Arme groß werden. Der wollte aussehen wie bei Gears of War, glaube ich. Ja, genau. Aber daran erinnert mich das. Was ich hoffe, ist, wenn sie lokalen Koop beim Gears of War Reloaded, soll auch für den PC jetzt kommen, aber auch mit einem lokalen Koop. Was ich hoffe, ist, dass es einen Koop gibt für 32:9 Monitor, dass du links und rechts das hast. Ja. Weil mein Monitor, ich habe ja so einen großen 32:9, ist eine super Nische, aber ganz ehrlich, das kann man mir auch nicht erzählen, dass das so viel Aufwand wäre, das zu ändern. Vor allen Dingen Splitscreen horizontal bei 32:9 ist dann echt scheiße. Ja,
aber richtig. Und für Resident Evil 5 gibt es zum Beispiel eine Mod dafür. Mhm. Weil das ist, aber gut, damals gab es das ja auch noch nicht. Aber da gibt es eine Mod und das ist schon ziemlich geil. Hoffe ich mal, dass das kommt. Genau, um das dazu zu sagen, bei Resident Evil 5 hattest du zwei, ich glaube, waren es 16:9 Ausschnitte, Ja, aber die waren ja, so diagonal angeordnet genau, und in den schwarzen Flecken hattest du irgendwie dein HUD oder sowas genau, eingeblendet. genau, genau. Und das war nicht so, dass der ganze Bildschirm tatsächlich genutzt wurde für die Spielerbilder. Okay, Ja, dann würde ich dann sagen, gehen wir über zu, was gespielt wird. ja, beziehungsweise zu den aktuellen Projekten, weil hier schon mal die Info, kommt auf unseren Discord, da habe ich das nämlich ja schon gepostet. Ich bin wieder voll im Retro-Fieber. Ich hatte ja vor kurzem meine Nasenoperation und war ans Bett ein bisschen gefesselt oder beziehungsweise halt an die Wohnung und hatte massiv Langeweile und habe mir dann ein neues Projekt rausgesucht und ich bin wieder auf Röhrenfernseher umgestiegen. Also teilweise, ja, nicht Ich komplett. wollte gerade sagen, hast du deinen also deinen normalen Fernseher rausgeschmissen und machst jetzt komplett auf Röhre? Dann hätte ich mir eine größere Röhre geholt. Wär tatsächlich bei den ganzen alten Serien, die ich gucke, wahrscheinlich nicht mal die dümmste Idee. Aber nein, ich hab angefangen mit einem kleinen Nokia und jetzt hatte ich mir diese Woche einen Bang& Olufsen MX4000 organisiert. Der ist ein bisschen größer, aber da ging es vor allem einfach allgemein um die Bildqualität. Und meine Güte, Leute, wenn ihr Retro-Spiele spielen wollt, also so bis PlayStation 2, Xbox und GameCube, beziehungsweise noch Wii inkludiert. Die Wii ist auch noch eindeutig auf Der Röhrenfernseher ausgelegt. Sonderfall. Das ist wirklich ein Sonderfall. Holt euch einen Röhrenfernseher. Das muss auch kein krasser sein, weil ich habe jetzt zwei hier stehen und habe auch so einen kleinen Nokia geholt, den auch absolut ausreichend. Äh, es ist hart. Es ist, wie gut das tatsächlich aussieht, weil ich glaube, viele in unserem Alter auch, die haben so in Erinnerung so Nostalgie verklärt, wie toll das alles aussah. Das ist nicht Nostalgie verklärt. Die Ja. Spiele sahen wirklich so toll aus, wie ihr euch dran erinnert. Das Problem ist, weil man sie nur noch auf modernen Bildschirmen über Emulator oder sowas spielt, und dann denkt, oh Gott, das sieht ja gar nicht so aus, wie ich mich erinnere, so kantig und so. Ja, weil das auf Ja, dem ja. Fernseher nicht so aussieht. Das sieht viel sanfter aus. Du hast nicht diese harten Kanten. Und man merkt halt einfach, diese Spiele sind für Röhre ausgelegt worden. Und man kriegt immer noch zuhauf Röhrenfernseher, auch kleinere, wenn ihr sagt, ah ja, ich habe jetzt keinen Bock, großartig Platz zu verschwenden. Ich meine, ich kann das auch kurz zeigen, die Nokia zumindest. Aber wenn ich kurz dazwischen Der grätschen kann, Nokia ist, Moment. Ja, den er hat ich mit einer Fotos, er hat Fotos mit dem Handy von dem Fernseher gemacht und selbst die Handybilder abfotografierten Bildschirm sieht fantastisch aus, ja. Und ja, was du sagtest, es ist halt so, selbst mit Filtern und CRT, Scanlines und was man nicht alles einstellen kann, ist schön, dass es die Möglichkeiten bei Emulatoren gibt, aber bei weitem kommt es halt nicht an eine tatsächliche Röhre dran. Und auch die Hardware selber, das kostet viel. Ich habe jetzt eine Wii bekommen für 25 Euro. Kann man modden. Ja, kann man modden, da kann man GameCube und Wii drauf spielen und per Emulator NES und SNES und andere 8- und 16-Bit-Konsolen. N64 leider nicht. N64 muss ich mir noch extra kaufen, weil das ist auch super schwer zu emulieren. Hatte ich sogar, glaube ich, mal irgendwann mal erklärt, warum. Und eine PS2 habe ich mir jetzt organisiert. Die hat 50 Euro gekostet. Und das teuerste, was jetzt alles war, waren die Festplatten für die Spiele. Die waren teurer als die Konsolen und der ganze andere Kram. Es ist auch nicht allzu teuer. Man kriegt viele Röhrenfernseher sogar geschenkt. Und wenn jetzt jemand sagt, ah ja, das klingt eigentlich gut, macht es. Ich kann es nur empfehlen. Auch das Modden von alten Konsolen ist sehr straightforward. Man braucht kein großartiges technisches Wissen. Man muss nicht rumlöten oder sonst irgendwas. Eine PS2 lässt sich super leicht softmodden, eine Wii lässt sich super leicht softmodden, eine Wii U auch alternativ, aber ich würde tatsächlich lieber eine Wii empfehlen, weil die 240p ausgeben kann. Das kann die Wii U nicht und das ist bei den 8 und 16-Bit ist das besser, wenn man das Original-Feeling haben will, wenn man wirklich auch mit den schwarzen Balken zwischen den Scanlines, was man als Scanlines bezeichnet, aber eigentlich falsch ist. Aber wenn man das haben will, holt man sich lieber eine Wii. Ja, ich denke, mittlerweile ist die Community auch so groß und so erfahren. Du kriegst halt für alles auch relativ einfache
YouTube-Tutorials und wie gesagt, wie du schon sagtest, das sind halt einfach, da macht man sich meistens USB-Sticks fertig, die schließt man dann dran an und das ist alles wesentlich einfacher mittlerweile. Bei der PS2 muss man tatsächlich eine spezielle Memory Card kaufen. Oder beziehungsweise, das ist eine ganz normale PlayStation 2 Memory Card, die aber bearbeitet wurde. Mhm. Aber die kriegt man für 10 Euro, glaube ich, habe ich auf Amazon bezahlt, um das zu softmodden. Und Ja. genau bei der Wii ist es eine SD-Karte. Über eine SD-Karte macht man das. Ne? Ja, genau. Ich hatte das damals bei der PS Vita oder PSP. Da war diese Memory Stick Duo oder sowas, diese proprietäre Speicherlösung von Sony. Da gab es dann halt auch einen Adapter, wo dass du normale SD-Karten benutzen konntest. Ja, Das bei war der dann PS auch geil. Vita ist das über den Spielslot tatsächlich. Nicht Ja, über genau. den Memory, sondern über den Spielslot, wo man die SD-Karte. Habe ich ja Ja. hier auch gemoddet rumliegen. Also ich habe alle meine alten Konsolen gemoddet. Auch PS4 mittlerweile. Und warum? Damit ich Bloodborne in 720p, aber 60 FPS spielen kann. Das ist der einzige Grund, warum ich diese PS4 gemoddet habe. Ja, weil Aber Sony es nicht war es wert. hinterherkommt. Das war es absolut wert. Ne? Also, auch wenn es nicht gut aussieht, die 60 FPS sind es aber wert. Nee, allgemein Konsolenmodding finde ich super spannend, gerade von alten Konsolen, ähm, weil man auch viel tatsächlich damals verpasst hat, was man jetzt Hm. auch einfach mal ausprobieren kann. Obwohl ich mich jetzt tatsächlich in den letzten Wochen mehr auf mir bekannte Spiele konzentriert habe. Ich habe vor allem sehr viel Super Mario Sunshine wieder gespielt. Und das sieht sowieso so fantastisch aus. Also wirklich, also das Spiel vor allem auf einer Röhre. Oh Gott, ist das hübsch. Muss ich wirklich mal sagen. Genauso wie ich es in Erinnerung hatte. Und ein kleines Nischenspiel, was wahrscheinlich viele gar nicht kennen. Giants Citizen Kabuto. Ich weiß nicht, ob du mal davon gehört hast. Oh, doch, das sagt mir was. Und das gibt es nämlich für die PS2. Das wusste ich nicht, ich habe es damals auf dem Computer gespielt. Das habe ich gesehen, gab es für die PS2, habe ich mir dann direkt organisiert, weil ich es halt auf Röhre spielen wollte und nicht auf modernem Display. Es ist immer noch genauso herrlich und bekloppt, wie ich es in Erinnerung hatte. Doch, ich Es kenne hat, das Cover-Artwork und das ist, vielleicht habe ich da schon mal einen Podcast zu gehört. ja, das ist ein Ah. Spiel mit 3 verschiedenen Charakteren, die auch alle sehr unterschiedlich sind. Du hast einmal so einen Trupp von Soldaten quasi, wo du einen spielst, wo du auch ein bisschen kommandieren kannst und bla bla bla. Ähm, und dann hast du Delphi, die so, ich bin in der Story noch nicht so weit und ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, wie die Story war, um ehrlich zu sein. Aber Delphi hieß sie, glaube ich, das ist auch so eine Alien-Frau. Und du hast Kabuto, was so ein Riesenmonster ist. Und alle drei lassen sich auch sehr unterschiedlich spielen, also sehr viel Variation. Und dann hast du so Standard-Action-Adventure und zwischendrin hast du aber auch so Real-Time-Strategy, weil du dann so Basenbau hast und so ein Kram, komplett wild. Und auch der Sowas Humor gibt's ist heute nicht mehr, ne? Das nie, ist so nee, schade. gar nicht. So Und total abgedrehte Sachen. Nicht auf höchstem Produktionsniveau, nur so nee, Double A, aber dann halt einfach mal alles zusammengemixt an Genres, was geht. ja, und der Humor ist auch total bescheuert. Das sind dann so kleine Aliens, die heißt Smarties, warum auch immer. Und die labern auch nur Müll und so ein Kram und herrlich. Also wer also auf abgedrehte Sci-Fi-Spiele steht und davon noch nie gehört hat, guckt es euch mal an. Es gibt es auch für den PC, also ihr müsst jetzt nicht eine PlayStation 2 organisieren und eine Röhre. Da sieht es aber besser aus. Und Äh, das wollte ich hier auf jeden Fall mal erwähnen, weil das habe ich tatsächlich in meiner Kindheit extrem viel gespielt. Und das war so, ich weiß gar nicht, wie ich da dran gekommen bin. Ich habe das Cover, glaube ich, gesehen und habe es dann einfach Mhm. mal gekauft. Und ich habe das totgesuchtet damals. Es war so ein cooles Spiel und ist es immer noch. Es macht auch immer noch unfassbar viel Spaß. Auf der PS2 vielleicht ein bisschen einfacher, weil da gibt es halt Auto-Aim, was nötig ist, weil, keine Ahnung, also wenn ich heute einen Shooter spiele und ich habe jetzt auch mal so James Bond oder Medal of Honor nochmal gespielt, Hm. damals hatten die das echt nicht so drauf, mit dem Controller gut Ego-Shooter zu spielen. Ich weiß Nee, gar das nicht, wie war ich halt das noch nicht so damals geschafft etabliert. habe. Ja, also die hatten auch noch nicht den Kniff so raus. Und da habe ich auch Ja, nochmal verstanden, warum Halo erst Ego-Shooter so groß gemacht hat, weil Halo ja. erst das erste richtige Spiel war, wo das funktioniert hat. Also so Ja, auf PC. nicht nur, dass man die Sticks so benutzt, wie man sie heute halt benutzt, sondern dass es sich halt auch gut anfühlt. Ja, also wie das schon benutzt wurde, das war auch schon bei einigen der älteren, also bei Ja, den ja, Spielen. genau. Ich meine, das ist ja auch die gleiche Zeit, wo Halo rauskam, aber Ja, wie flüssig das Zielen und ja, sowas alles genau. ablief. Katastrophe teilweise. Aber ich sehe Also gerade bei wirklich.
Giant Citizen Kabuto mit einem Soundtrack von Jeremy Soule. Echt? Oh, das wusste ich gar nicht. Kannst du mal drauf achten. Ich meine, der wird auch nicht nur wahnsinnig geile Soundtracks gemacht haben, aber ist zumindest später, obwohl 2000 war der schon ein großer Name. Der hat schon die Elder Scrolls Sachen damals gemacht. Ja, ich wollte gerade sagen, also zu der Zeit kam auch Morrowind raus. Ja, da war der auch schon bei. Ja, aber ja, das sind so, ich sag mal, Double-A-Perlen, die man als Kind vielleicht auch ein bisschen verklärt in Erinnerung hat, weil man sonst nichts anderes hatte. Aber da waren schon verrückte Sachen dabei, und wo es sich lohnt, nochmal reinzugucken, um dann so ein bisschen Reality-Check zu machen. Also ich verkläre tatsächlich gar nicht so viele Spiele, weil ich hatte auch Superman 64 und das verkläre ich überhaupt nicht. Ich hab's gehasst. Ja, aber zum Beispiel, was ich auch noch immer super geil fand, war Project Zero. Ich glaube, war auch PS2. So ein japanisches Horrorspiel. Wie sind die denn? Die ist doch, die hießen in Europa, ja. Kommt da nicht sogar erst ein neuer Teil raus? Die sind dann irgendwann Nintendo-exklusiv geworden. Ich glaube, ab der Wii. Ich meine, es gab 3 Teile, die noch auf PlayStation kamen und die habe ich super gut gefunden. Die sind rückblickend auch eher so durchschnittlich, aber die fand ich richtig gut damals. Nee, heißt immer Project Zero, ja genau. Und der letzte Teil, ist aber auch schon 2015 für die Wii U. Das war ja das mit den Kameras, ne? Wo man die Geister fotografiert hat und sowas, ja. Ja, das ist teilweise ist das auch einfach gar nicht so, dass die Spiele so schlecht geworden sind, sondern eher, dass einfach man so viel Komfort mittlerweile kennt von modernen Spielen. Ja, und dass das Angebot so breit ist. Ja. Man hat nicht mehr man geht nicht mehr an die Spielepyramide und zieht sich da irgendwas raus, sondern entweder scrollt man Steam durch und kennt schon alles, was da ist. Man liest halt auch einfach so viel über die Spiele und hat nicht diese Zufallsbegegnungen damals. Fatal Frame heißen übrigens in genau, glaube ich, in USA. Ja, bei uns heißt Project Zero. Ja, und es gab ein Remake von Priesterin des Schwarzen Wassers für die Switch 2021. Ich glaube, das hatte ich im Kopf. Ah ja. Das ist, wie gesagt, bei mir so also Giant Citizen Kabuto, das will ich jetzt auch mal mehr spielen. Also es hat mich direkt wieder gehuckt. Ich hatte vorhin dir ja schon im Vorfeld erzählt mit dem Underscan-Problem von der PS2. Das hat mich ein bisschen mehr beschäftigt. Deswegen habe ich PS2 noch nicht so viel gespielt, weil ich mehr mit Einrichten und sowas beschäftigt war. Und auch damit Cheats übrigens einzurichten für 1, 2 Spiele. Und ich krieg das nicht hin. Ich weiß nicht, was das Drecksproblem ist. Und Action Replay kann ich nicht verwenden, weil ich es von der Festplatte boote. Ja. Ich könnte mir alle Spiele noch brennen, aber das ist mir auch zu doof. Und so wichtig ist es mir dann nicht. Dafür müssen dann die Originale gekauft werden, damit man dann Action Replay benutzen kann. Ich spiele ja sowieso nur Backups ab, ne, von Spielen, die ich besitze, ist ja klar. Ne? Ja, sicher. Eagle Disclaimer. Aber du kannst auch Backups tatsächlich einfach brennen. Also es funktioniert auch. Also, weil zum Beispiel PS1-Spiele kannst du nicht von der Festplatte auf der PS2 abspielen, weil im PS1-Modus wird das ja wird alles deaktiviert, USB und Expansion und sowas, da kannst du die Spiele nicht abspielen. Ja, du müsstest ihn vorher die Spiele quasi in den Arbeitsspeicher packen und der ist wahrscheinlich nicht groß genug fürs gesamte Spiel. Nee, ja, das kannst du, der hat ja immer von der Disk selber. Ja. Du kannst halt aber auch Backup-Disks einfach selber brennen. Und was da auch natürlich der Vorteil ist, du kannst entsprechend auch Patches oder Mods oder sowas, kannst du es halt im Vorfeld modden und tatsächlich auf die Disk brennen und dann das Spielen, das heißt auch japanische Exklusivtitel, die eine Fanübersetzung bekommen haben, kannst du ja dann brennen und auf Original-Hardware spielen. Also es ist auch sehr cool. Also allgemein kann man mit einer gemoddeten Konsole eben auch Mods, Fanübersetzungen und sowas spielen, weil ich wollte tatsächlich irgendwann auch mal Castlevania 2 spielen, weil da gibt's ja auch einen Fan-Mod, der das Spiel mal glatt bügelt, weil das ist ja eine Katastrophe, das Spiel in der Originalversion. Und es gibt wohl eine sehr gute Fan-Mod, habe ich gehört, die das Spiel komplett glatt bügelt und richtig gut macht. Ja, es ist dann halt schade, wenn eigentlich gute Spiele damals halt nicht mehr gepatcht worden oder es keine Revision oder sowas gab, die dann mal irgendwann in den Laden kam. Das war halt der Fluch von Kassetten, beziehungsweise auf dem PC gab es ja teilweise, dass es mit irgendwelchen Magazinen oder sowas noch mehr Patches gab, weil das eine günstige Möglichkeit war, nochmal irgendwie ein Update zu schieben, weil
über Internet ging ja noch nicht. Oder man musste im besten Fall noch anrufen beim Publisher, beim Vertrieb und sagen, hier, ich habe das Spiel gekauft, ich habe gehört aus irgendwelchen Quellen, da gibt's einen Patch und dann kriegst du eine CD zugeschickt, um einen Patch drauf zu installieren. Ja. War halt bei Konsolen natürlich nicht der Fall. Es gibt ja tatsächlich Spiele, die spätere Versionen hatten. Ocarina of Time ist so ein Beispiel, weil die hatten in der Originalversion, in der 1.0, ich weiß gar nicht, ob die in Europa überhaupt erschienen ist, aber ich glaube, Amerika und Japan ist sie erschienen. Und da gab es muslimische Gesänge im Feuertempel. Und Ich glaube, das habe ich schon mal gehört. Weil es da schon ein paar Beschwerden gab, weil Nintendo auch nicht wirklich wusste, was die da überhaupt reingesetzt so haben. So ein Soundfile gegriffen, was komisch klingt. Das passt zum Feuertempel. Und da haben sie dann Revisionen, also dann haben sie neuere Module rausgebracht, die dann gepatcht worden sind tatsächlich. Also es gibt durchaus auch da Patches, aber die konntest du halt nicht auf das Spiel, nicht Spiel, nachträglich nachträglich machen. Das ging nicht. Naja, es war damals schon eine Revolution bei Konsolenspielen, wo dann mit Xbox 360, PS3 und Wii, wo dann Internetfähigkeit, also nicht nur Internetfähigkeit, sondern wirklich die Fähigkeit auch Daten zu speichern. Die erste Xbox konnte das, glaube ich, auch schon. Also PS2 und GameCube nicht, aber die erste Xbox. Ja, ich meine, die hätte eine kleine Festplatte gehabt, ja. Ja, wirklich eine kleine, ich glaube 20 Gigabyte oder sowas, aber hat halt für Spielstände und sowas gereicht und dafür und Xbox Live war ja damals auch super revolutionär. Eine originale Xbox will ich mir vielleicht auch noch holen. Also auf der Einkaufsliste steht noch eine N64 und noch eine originale Xbox. Ja, ich meine, damals gab es sogar noch diese Einschränkung für die Xbox Live Arcade-Titel, die nur eine gewisse Größe haben durften. Genau. Ich weiß nicht mehr, wie groß das war, aber das war damals auch noch ein Ding. Das wurde dann halt irgendwann aufgehoben. Ich meine, meine erste PlayStation 3 hatte auch noch eine 60 Gigabyte Festplatte. Noch eine richtig, ich glaube sogar 3,5 Zoll. Die war noch eine richtig große Festplatte. Aber wo wir beim Retro-Thema sind, fällt mir noch ein, auch Lego hat sich dazu hinreißen lassen, ein bisschen was für unser Alter zu machen. Ich glaube, ein NES gab's schon. Ich glaube, ein Super Nintendo hatten sie noch nicht. Jetzt gibt's aber den klassischen grauen Gameboy als Lego-Modell. Sieht tatsächlich ganz gut aus. DMG-Modell, ne? Genau. Sind ein paar Cartridges dabei und hat, ich glaube, annähernd müsste es die Originalgröße sein. Ich glaube, die Knöpfe sind eine Spezialfarbe, weil es die normalerweise bei Lego nicht gibt. Ich habe mal was immer bei Lego ein großes Manko ist, sind die Sticker. Ich habe mal auf den Gameboy rangezoomt. Es sieht so aus, als wären das tatsächlich alles Prints auf den Steinen. Oh, das wäre was ganz Neues für Lego. Ja, weil ich finde, es gerade beim Gameboy fände ich es halt wichtig. Ich finde, das Display sieht auf den Fotos ziemlich geil aus. Sieht aus, als eine Glasscheibe genommen und dahinter eine Fliese mit bedrucktem Nintendo-Logo. Was mich nur ein bisschen stört, ist, dass das Steuerkreuz Noppen hat, weil das komplette Ding ist eigentlich ohne Noppen. Und dann das Steuerkreuz hat die Noppen. Das ist eigentlich das Einzige, wo man so ein bisschen dran sieht, dass es ein Lego-Modell ist. Drüber gelegt wird. Ja, an sich aber eigentlich ganz nett. Wie gesagt, ich wäre mal interessiert. Ist es leider auch schon häufig so gewesen, dass halt einfach auf den Promo-Shots die Sticker als Prints gefotoshoppt waren. Dann versucht man zum Beispiel die Sticker der Kanten auf den Fotos zu erkennen und die sind nicht da und es sieht aus wie ein Print und man packt es dann aus und es sind doch Prints. Was Sticker sein könnten, wäre hier auf den Cartridges, was ich aber fast verstehen könnte, weil es im Original auf den Kassetten halt auch Sticker sind. Ja. Aber es ist halt wieder 60 €. Ja. Müssen wir überlegen. Ich glaube, du kriegst locker einen gebrauchten, echten Gameboy für diesen Preis. Du kriegst für ein paar Euro mehr, kannst du dir hier den FPGBC kaufen. Ist jetzt der Gameboy Color, aber trotzdem. Kannst du dir selber einen Gameboy bauen. Einen echten. Ja. Ja, über die Preise von Lego brauchen wir nicht sprechen. Ich sehe gerade, es sind anscheinend Papierdrucke hinter dem Display, die man austauschen kann. Hier sind noch ein paar Szenen aus Super Mario. Und was ist das andere? Erkenne ich nicht. So flach fotografiert. Zelda, Link's Awakening. Ja, stimmt, genau. Ja, natürlich kann man die Karten reinstecken. Szene, wo Link mit Marin am Strand liegt, ja. Wo die darüber reden, dass sie eine Möwe werden will, was voll das üble Foreshadowing ist. Und ja, ich denke, ich kann das spoilern, das Spiel ist sehr alt.
Nee, ist War das? schon witzig. Aber es ist halt wieder der Preis, oder? Aber Ja, was mich interessieren würde, ist, wie viel Leerraum da drin ist, ob man da originale Gameboy-Hardware reinbauen kann. Das ja, wäre ich, nämlich ich habe ihn interessiert. gerade in der Hand. Boah, der Oh ist aber Gott, ganz schön gelb, ne? Shiny, der ist super gelb. Den habe ich irgendwann gebraucht, nochmal nachgekauft. Ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass es halbwegs Originalgröße ist. Aber wahrscheinlich, der ist halt voll Steine, so dünn wie der ist und der soll ja auch ein bisschen stabil sein. Glaube ich nicht, dass da genug Leerraum ist, um da Hardware reinzubauen. Aber so vom Ja, Vergleich schade. kommen die Proportionen schon ganz gut hin so. Ja. Ich würde gerne eigentlich mal von hinten sehen, ob hinten diese Riffelung irgendwie nachempfunden ist. War doch eben irgendwo ein Bild von hinten. Ja, da sind die Riffelungen. Und Ah, sogar tatsächlich. Batteriefach. So Gitter, ja, genau. Cool. Ja, die Details sind schon nicht schlecht, sogar, wo ich gerade so von Ja, hinten sehe. Aber wie gesagt, 60 UVP, noch ein paar Wochen warten, dann gibt es das irgendwo vor 30, 40 oder so. Aber naja, die Preise bei Lego sind sowieso out of this world. ja, auf jeden Fall. Das ist. Aber die Leute kaufen es ja immer noch. Ja, das ist das Problem. Gebrauchtes Auch Lego ist Game. gutes Lego, um mal gewisse YouTuber zu zitieren. Ja, ansonsten, ich habe nicht allzu viel gespielt. Ich habe mich ein bisschen durch Demos geklickt und so, aber ansonsten bin ich hauptsächlich noch an Kingdom Come Deliverance dran und habe es jetzt tatsächlich auf die zweite Karte geschafft. Das ist kein allzu großer Spoiler, denke ich. Es gibt zwei Karten in Kingdom Come und hast so ein gewisses Nadelöhr in der Story, was die beiden Karten verbindet. Und ich befürchte, die zweite Karte ist noch ein bisschen größer als die erste. Aber ich werde jetzt mal irgendwann dazu übergehen, denke ich, die Main Quest ein bisschen mehr in Angriff zu nehmen, weil die erste Karte habe ich komplett durchgespielt, bevor ich dann zu dieser Situation kam und ja quasi dieses Nadelöhr in der Geschichte hatte. Da habe ich wirklich komplette Karte abgefrühstückt, was sich auch gelohnt hat, aber es wurde dann halt auch irgendwann ein bisschen sehr leicht, weil ich schon völlig overpowered teilweise war. Aber die Nebenquests sind halt auch echt geil geschrieben, macht Spaß. Und jetzt wieder auf Erkundungstour zu gehen auf der zweiten Karte, ja, kann man sagen, man bereist dann Kuttenberg, das ist quasi eine mittelalterliche Großstadt, wenn man so will. Und ist halt, was ja die Umgebung und die Atmosphäre angeht, eine ganz andere Geschichte als die erste Karte. Wird mich aber noch ein bisschen begleiten, aber das wird jetzt immer mehr so nebenbei gespielt und immer mal wieder was anderes zwischendurch eingestreut. Ja, von mir war es das eigentlich sonst so. Ich habe die Bilder gesehen auf dem Discord, sieht schon sehr schick aus. Ja, die Irgendwann spiele ich gleich Lichtstimmung, auch. Lichtstimmung ist halt cool und ich kann gerne auch nochmal bei uns auf dem Community-Channel ein Bild posten. Ich war voriges Wochenende in der alten Heimat in Hessen und wir haben auch einen mittelalterlichen Markt und ein Gebäude da und das Rathaus zum Beispiel fotografiert und das erinnert schon sehr an Kingdom Come Deliverance. Also die Architektur und so die Details sind schon cool nachgemacht. Man fühlt sich da so ein bisschen an zu Hause erinnert, in meinem Fall. Es gibt ein Video zum ersten Kingdom Come Deliverance, das hat sich bei mir eingebrannt von der GameStar, wo sie damals, ich glaube, eine Demo oder sowas gespielt haben, Vorschau. Und ich weiß auch nicht mehr, wer das kommentiert hat, aber die haben darüber gesprochen und dann meinte einer von den Sprechern, das ist so ein schöner, realistischer, europäischer Mischwald. Ja, Das war ja so auch spezifisch, das hat sich so in mein Hirn reingebrannt und jedes Mal, wenn ich im Wald bin, daran denke, das ist aber ein schöner europäischer Mischwald. ja, das ist halt nicht, es sieht anders aus als in amerikanischen Spielen. Das Erlebnis hatte ich ja auch auf der ersten Karte, was ein bisschen mäßiger ist und viel Wald und Felder. Das fühlt sich schon vertraut an. Ja. Ich kann es gar nicht so an Details beschreiben, aber es sind die Geräusche, die Baumarten. Es ist halt kein Mammutbäume an der Westküste oder sowas. Ja, aber das war halt, das ist ja Ewigkeiten her. Ne? Ich meine, wann kam der erste Teil raus? Das ist ja schon echt lange her. Und das ist so ultra eingebrannt. Aber es hat halt auch viel Wahrheit, ne? Wie du gerade sagst, man merkt, das ist ein Spiel, was in Europa stattfindet, was historisch ist, weil es so realistisch ist. Und das war im ersten Teil schon so. Da habe ich auch mal
So behind the scenes haben sie was gezeigt, wie sie das auch alles, wie sie das alles nachgeforscht haben, wie sie in die gleiche Region gereist sind und dann auch Scans von den heutigen Gebäuden gemacht haben und versucht haben zu rekonstruieren, wie das Mhm. damals aussah. Da steckt ja auch unfassbar viel Detailliebe drin. Ja, die Recherche ist super, ja. Ja. Auch die Detailverliebtheit im Spiel. Also es erinnert mich stark an Red Dead Redemption, was so die Detaildichte angeht und sowas. Auch die ganzen Assets sind jetzt auf der zweiten Karte und in der Stadt nochmal komplett neu und die du vorher, also nicht alles neu, aber vieles davon hast du auf der ersten Karte halt zum Beispiel nicht gesehen. Und deswegen macht es auch Spaß, da jetzt nochmal auf Entdeckungstour zu gehen. Gut, gut. Ja, wie Mhm. gesagt, ansonsten ist so ein bisschen Sommerloch. Ich bin mal gespannt, was uns noch so erwartet. Aber ansonsten war es das von mir erstmal. Ja, von mir auch, wie gesagt, Retro. Ja, ich glaube, da können wir auch mal eine Spezialfolge irgendwann drüber Ja, machen, auf weil jeden Fall. Also kann nur empfehlen, wenn euch das Retro-Thema wirklich interessiert und ihr mit dem Gedanken spielt, kommt gerne auf den Kanal. Ich denke, Tristan ist da immer zu finden und hilft euch gerne weiter. sowieso, ich habe mich tatsächlich sehr viel informiert auch darüber. Vielleicht noch eine kleine Schlussanekdote, was ich überhaupt nicht wusste. Ich bin mal gespannt, ob du es weißt oder zumindest damals wusstest, dass Skat in Amerika überhaupt kein Ding ist. Die ganzen Amis uns für unsere Fernseher beneiden, weil Das ist die super geben ja eigenartig. nur Ich RF habe das und heute Composite. gerade mitbekommen. Wo war das denn? Dass die alle nur Antenne haben und kein, Und Composite, und ja, Composite. und Komposit. Also das war ja auch bei uns auch sehr beliebt mit dem SCART-Adapter dann. Ja. Aber der SCART-Anschluss selber, der ist da drüben überhaupt nicht bekannt und also RGB-SCART muss man dazu sagen. Wenn man damals eine Konsole gekauft hat, dann man einfach Composite mit einem SCART-Adapter, aber es gab damals auch schon RGB-SCART. Hm. Ich hatte es nicht, ich war zu doof dafür. Ich wusste den Unterschied nicht, aber man sieht ihn. Das ist krass und deswegen sind die so neidisch auf europäische Modelle, weil die haben bei sich meistens nur eben Antenne, RF oder Composite. Es gibt auch Komponentenkabel. Das ist aber halt auch eher eine Rarität, weil das ist so das Beste vom Besten, ist auch besser als Skat, ist aber auch in Europa auch eher selten und in Amerika auch. Und hier in Europa hat halt, selbst mein kleiner Piss-Nokia hat RGB-Skat. Ja. Und das war schon damals kein teurer Fernseher. Und das sind so Sachen, die wusste ich überhaupt nicht. Die habe ich jetzt erst erfahren, wo ich mich in das Thema eingelesen habe, weil ich Hm. dann auch wissen wollte, okay, worauf muss ich achten, wenn ich mir jetzt so einen fetten Röhre oder auch eine kleine Röhre hier hinstelle. Total witzig, also was da für Unterschiede sind. Also das mit Ja. NTSC und PAL, das wusste ich auch als Kind, Hm. aber dass die auch mit Stecker, ich dachte immer so, Skat, das ist so weltweit. Ja, schon Ja, cool. Also wie gesagt, das mit den 50 und 60 Hertz, das ist, glaube ich, mittlerweile relativ bekannt. Also das ist mit das Erste, was du mitbekommst, wenn du Richtung Retro gehst. Ne? ja. Da sind ja tatsächlich PAL-Spiele aus der 8 und 16-Bit und teilweise auch N64-Ära und so, sind ja tatsächlich 20% langsamer, wenn sie nicht Ja. angepasst wurden, witzigerweise. Ähm, äh, das ist aber halt, aber auch bei gemoddeten Konsolen, wenn man nicht unbedingt auf Deutsch spielen will, auch nicht so ein Problem, weil die sind region-free und man kann dann einfach auf 60 Hertz die NTSC spielen. Also ich habe meine Konsolen auch auf 480i, also auf NTSC eingestellt. Das ist Hm. überhaupt kein Problem. Und die ganzen Röhrenfernseher, wenn man nicht gerade einen uralt Röhrenfernseher hat, unterstützen auch 60 Hertz. So ist das auch nicht. Ja, und was ich auch lernen musste nochmal ist, was hinten auf dem Fernseher steht, wenn da 50 Hertz steht, das heißt nur die Stromspannung und hat nichts mit der Wiedergabe zu tun, auch wenn die Wiedergabe ursprünglich auf die Stromspannung zurückzuführen war. Also ja, ich habe mich ein bisschen eingelesen. Wenn euch das interessiert, kommt gerne auf unseren Discord. Ähm, Lasst auch gerne ein Like da, wo immer ihr das gerade hört oder seht. Und gerne auch Kommentare auf YouTube zum Beispiel oder auf dem Discord, wenn ihr Fragen zu uns habt. Oder wenn ihr einfach quatschen wollt. Wir reden immer viel. Wir haben auch immer rege Diskussionen, was News angeht. Kann ich auch empfehlen. Wenn ihr nicht 2 Wochen warten wollt, um es bei uns zu hören, könnt ihr direkt live mit uns darüber reden. Und ansonsten kann ich nur sagen, Dennis, vielen lieben Dank. Das gebe ich gerne War, zurück. war wie immer ein Fest und
dann sehen wir uns demnächst wieder, spätestens in 2 Wochen, aber ich glaube, nächste Woche bin ich auch schon wieder am Start. Ja, ich auch. Dann Alles sehen wir uns klar. jetzt nächste Woche wieder. Ich Bis wünsche euch dahin. allen noch einen schönen Tag. Tschüss. Ciao, macht's gut.